Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Huhu, guten Abend, ihr Lieben. Ich winke zuerst mal hier und dann winke ich euch auch hier. Hallo an alle. So schön, dass ihr schon da seid. Wir starten heute wieder zusammen ins Wochenende und ihr habt es vielleicht entdeckt. Heute wird endlich mal wieder mit Papier gebastelt. Die Marin hat mich vor eine Aufgabe oder einen ganzen Aufgabenkatalog gestellt, nämlich eine zusammenklappbare Blume, die mit der Akkulampe beleuchtet werden soll. Die liegt noch hier. Ich gleich mal ausprobieren, ob die überhaupt noch Saft hat oder ob ich die vielleicht besser mal aufladen muss. Ja, genau. Das mache ich dann jetzt als erstes, die Akkulampe aufladen, damit wir das Ganze nachher auch schön ausprobieren können. Und ich wäre nicht ich, wenn es mich nicht schon wieder umgetrieben hätte und ich irgendwie überlegt habe, ob ich das Ganze nicht auch irgendwie passend machen kann für den kleinen Lampenhalter. Das gucken wir uns dann auch noch an. Also relativ viel, was ich da irgendwie bedenken musste. Ich habe wieder 3D konstruiert, abgewickelt, kleine Prototypen gebastelt. Die habt ihr jetzt hier schon einmal vor mir liegen sehen. Das sind die Mini-Varianten. Die zeige ich euch auch gleich nochmal auf der anderen Kamera, damit ich die Unterschiede ein bisschen erklären kann, was ich mir dabei gedacht habe. Ihr könnt noch nicht mitbasteln. Das Ding ist noch nicht im Shop. Aber wenn alles glatt geht, deshalb testen wir das ja heute, geht es sehr zügig in den Shop, weil ich das Thema abhaken will. Das ist das eine, was mich diese Woche umgetrieben hat. Ich habe aber auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, wo ich euch auch ein bisschen mitnehmen will. Aber gebt mir einen kleinen Moment, ich bin so frei und suche hier gerade erst nochmal nach einem Ladegerät und hänge mal die Lampe zum Aufladen an den Strom, damit wir nachher auch testen können, wie das Ganze mit Beleuchtung aussieht. Das hätte mir natürlich auch vorher einfallen können. So, ich bin sofort wieder bei. Ich bringe die Lampe ganz kurz zu meinem Mann, der hat bestimmt noch eine freie Steckdose. Ich habe keine. Ich bin gleich wieder da. Stream noch keine 3 Minuten, Miriam, erstmal weg. Hier, du kriegst mal die Lampe. Bitte einfach an USB-Stecker stecken. Ich glaube, der hat mit nichts gerechnet. Er ist, glaube ich, noch abgelenkt. So. Wie machen wir es der Reihe nach? Ich zeige euch erst die kleinen Blümchen, würde ich sagen. Und dann zeige ich euch, was ich noch getüftelt habe. Ich habe diese Woche unheimlich viel Zeit wieder beim Programmieren gelassen. Aber ich habe was ziemlich Cooles für euch programmiert. Für die Tunnelkartenerweiterung. Also sowohl für die 3D-Druckvariante als auch für die Papiersachen. Eins nach dem anderen. Damit ich mich nicht verhedde. Wir gucken gerade einmal gemeinsam auf das Blümchen drauf. Wundert euch nicht, auch wenn ich so große Projekte basteln will, teste ich das sehr gern immer erstmal in klein, weil ich da den Plotter nicht so unheimlich häufig anschalten muss. Und die eine Sache, die sich die Maren gewünscht hat, ist, die Idee ist quasi, sie möchte die Blume mitnehmen im Campingfahrzeug und deshalb soll sie zusammenklappbar sein und ohne zusätzlichen Ständer frei aufgestellt werden können. Und damit die frei stehen kann, hat die anders als meine anderen Fächerblumen hier im ersten Prototyp oben eine gerade Kante bekommen. Seht ihr hier, da habe ich eine gerade Kante reingemacht. Einfach damit, wenn ihr da jetzt von oben drauf schaut, man die einmal so richtig schön frei aufstellen kann. Ohne Ständer, ohne Hilfsmittel, ohne irgendwas. Und ihr könnt an dem Loch in der Mitte vielleicht auch schon erahnen, dass da diese Leuchte reinpassen würde, wenn die nicht so unheimlich klein wäre, die Blume, sondern einfach deutlich größer. Jetzt fand ich die so eigentlich schon ganz hübsch. Der Betrachtungswinkel dürfte ja meistens sowieso der von vorne sein. Trotzdem hat es mich in den Fingern gejuckt, da wieder dran rum zu optimieren, sonst wäre das Ding schon fertig.
Und zwar habe ich, zeige ich euch hier bei der Variante 2, hier zwischendrin, da wo hier jetzt von oben gesehen noch sehr viel Platz ist, nochmal eine zusätzliche Blütenlage eingebaut, weil ich dachte, es ist ganz schön, wenn man von der Seite quasi oder von oben unten wird man auf die große Blume nicht so oft drauf schauen, von der Seite vielleicht schon, da drauf schaut, wenn man nicht so sehr komplett nur auf die Öffnung schaut, sondern wenn es quasi auch seitlich nochmal so ein bisschen ein Motivelement gibt. Also ich finde, die Blüte kriegt dadurch auch einfach mehr Tiefe, weil wir hier hinten dran eben nochmal ringsherum eine Blütenlage haben. Ihr könnt euch vorstellen, das beeinflusst dann den kompletten Zusammenbau. Deshalb habe ich nochmal eine Blüte gebastelt. Idee wäre hier wieder, dass man die nachher mit einem Magnetverschluss verschließen kann. Ich habe auch schon die Teile hier liegen, um das zu testen. Weil ich aus dem letzten Jahr aber weiß, dass einige von euch sehr über die Magnete geflucht haben. Ihr müsst nicht mit Magnet bauen, ihr könntet die auch klammern. Sieht man hier an meinem Prototyp, ich habe hier einfach Büroklammern verwendet. Einmal hier am unteren Ende und man kann die auch hier super hinter dieser vorderen Blütenlage verstecken. Und damit hält man die Blume dann auch zusammen. Und wenn man die aufstellt, oder ich zeige es euch eben auch mal von vorne, dann sieht man diese Klammern eigentlich kaum. Ich würde es sowieso nach unten stellen. Was ist anders vielleicht noch zur Erklärung als bei den anderen Fächerblumen im letzten Jahr? Ich habe hier diese ganze Grundkonstruktion so verändert, dass diese Segmente hier quasi voll auf Spannung sind. Deshalb will ich das auch selbst mit den Magneten unbedingt nochmal ausprobieren, um zu sehen, ob das wirklich zu viel Spannung ist oder ob die Magnete das schaffen, das zu halten. Warum? Weil man dann nicht das Problem hat, dass die Segmente in sich irgendwie so wabbelig sind, dass die nochmal Spiel in sich haben. Und ohne Hilfsmittel, ohne irgendeine Auffächerung, ohne irgendwas, was unbedingt innen rein muss, dann das Ganze trotzdem in sich sehr schön symmetrisch steht. Da habe ich quasi mit den Winkeln ein bisschen gespielt, relativ viel gerechnet. Da steckt wieder viel Mathe drin. So, jetzt lese ich erstmal eure Kommentare. Nehmt mir nochmal einen Moment Zeit, euch wirklich Hallo zu sagen. Ich bin heute so direkt ab durch die Mitte ins Thema reingaloppiert. Die Maren schreibt selbst, die zusätzliche Blütenlage ist wirklich super, weil auf dem Tisch guckt man ja dann doch von allen Seiten. Perfekt, Maren. Dann bin ich happy, dass dir das so gefällt. Ich habe nicht nur die Lage hier zwischendrin noch eingebaut, sondern wenn ich euch das hier nochmal zum Vergleich aufstelle, seht ihr auch, dass ich diese gerade Strecke hier nochmal aufgeteilt habe, damit man einfach wie so eine Art Doppelblütenlage hat. Also eine Spitze und noch eine Spitze. Ich habe auch die Gerade hier raus rationalisiert und habe hier diese Blütenbögen auch zur Mitte hin nochmal aufgenommen. Dadurch, finde ich, wirkt es einfach insgesamt nochmal viel, viel blumenförmiger. Genau, und Diana freut sich über eine gerade Blütenzahl. Ihr innerer Monk freut sich gerade. Jana, das freut mich sehr. So, also, sorry für den vielen Text. Aber ihr merkt, ich habe mich mit den Blümchen im Vorfeld wieder intensiv beschäftigt und mir viele Gedanken gemacht, was geht und wie es gehen könnte. Und ich zeige euch jetzt was Cooles. Für alle, die sagen, es müssen nicht unbedingt 6 Teile sein. Ich würde nachher, wenn wir noch ganz viel Geduld haben, am Ende gerne noch was ausprobieren. Ich bin nämlich gestern auf eine Idee gekommen, die fand ich ganz witzig. Wenn alles gut geht, könnte das hier so eine Art Universalteil sein. Ihr erinnert euch an meine selbst 3D gedruckte Lampe. Und da waren eigentlich immer 7-segmentige Motivelemente draufgesetzt. So, jetzt habe ich ausprobieren wollen, ob das auch mit den 6 Segmenten funktioniert. So rein von der Größe her könnte das ja quasi hinhauen. Das Ganze könnte man hier von der Seite her schön durchstecken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich müssen es auch gar nicht 6 Segmente sein. Ihr erinnert euch vielleicht, dieser Trägerring, der da mit dabei ist, ist logischerweise für 7 Segmente gemacht. Das heißt, der andere Versuch wäre einfach der, und das wird funktionieren, da bin ich relativ sicher, dass man hier noch ein 7. Segment dran setzt. Ne, wenn ich euch das jetzt hier so auffächer, könnt ihr es euch, glaube ich, direkt vorstellen, dass hier unten jetzt eigentlich nur noch ein Segment fehlen würde. Und schwuppdiwupp hätte ich die nächste Blume, die ich dann eben hier auch auf die Lampe setzen kann. Eben nur mit dem Unterschied, dass ich hier mit 7 Segmenten arbeite. Die sind hier innen ja wieder durch diese Zacken, durch diese hier, an meinem kleinen Rahmen gestützt. Und wenn ich nur mit 6 Segmenten arbeite, dann werden die so stark aufgefächert, dass die quasi selbst die Stütze bilden. Das heißt, dieses Dreieck ist unter Spannung, dieses Dreieck, ihr könnt es euch einmal vorstellen, ringsum. Und das hält sich in sich. Mache ich da jetzt noch ein 7. Segment dazwischen, dann sind die ja alle wieder so ein kleines bisschen knautschig und so ein kleines bisschen beweglich. Das habe ich aber in der Variante, in der ich das hier kombiniere,
über diesen Ring dann eigentlich ganz gut abgefangen. So, insofern, ja, sind da wieder viele Überlegungen mit reingeflossen. Das hier ist eigentlich mehr so ein kleiner Zufallsfund und so eine kleine Zufallsidee noch gewesen, dass mir das noch eingefallen ist. Ich hoffe sehr, dass es am Ende funktioniert, würde ich ziemlich cool finden, denn dann hätten wir wieder Erweiterungen und Möglichkeiten quasi für alle, in alle Richtungen. Das hieße nämlich auch, dass man eben die anderen Einsätze, den Lichterketteneinsatz, den normalen Lampeneinsatz vermutlich auch verwenden kann. Will ich aber nicht zu früh versprechen, muss ich nachher ausprobieren. So. Puh. Und ich würde jetzt auch tatsächlich erstmal ganz in Ruhe kleben. Ihr habt Zeit, eure Fragen zu stellen, einfach kurz reinzuschreiben. Ich freue mich total, dass so viele von euch da sind und ihr mit uns ins Wochenende startet. Ich habe auch für dieses Jahr beschlossen, ich nehme den Druck, was diese Livestreams angeht, komplett raus. Ich habe sonst wirklich immer dieses, ich ringe 3 Tage lang mit mir, ob ich den Stream absagen soll, weil ich nicht so weit bin, wie ich es gerne wäre. Wir werden es dieses Jahr einfach relativ locker halten. Ich bin trotzdem da, so wie heute. Ich zeige euch einfach, an was ich gearbeitet habe, versuche euch auch so ein bisschen beim Prozess mitzunehmen, damit ihr einfach wisst, was passiert, was hier an Gedanken reingeflossen ist und ich möglichst mit den Projekten vorankomme, weil sonst stapeln die sich dann am Ende doch. Also ich werde jetzt ganz entspannt falten und kleben. Wer schon mal so eine Fächerblume gebaut hat oder auch eine von meinen Fächersternen, wird den Aufbau logisch finden, denke ich, ist relativ simpel, weil man eben wirklich in solchen Segmenten arbeitet. Wenn ihr auf die Blume drauf guckt, hat man also immer jeweils hier ein Segment und die Segmente werden eigentlich immer gleich aufgebaut. Besonders sind wieder nur die, wo man eventuell Magnete mit einsetzt. Ich muss dieses Ding in groß testen, weil ich das mit den Magneten unbedingt ausprobieren will. Ich würde euch niemals was in den Shop laden, was ich selbst nicht getestet habe. Deshalb machen wir das ganz entspannt, Schritt für Schritt. So. Ich räume die einmal weg, hole einmal den Kleber ran und falte entspannt vor mich hin. Ja, wie schön. Marina schreibt, das hört sich gut an, 6 oder 7 Teile. Sie ist Team ungerade. Siehst du, damit ist für alle was dabei bei dieser Variante. Also, ich habe hier wieder wunderschöne Grundteile mir einmal ausgedacht. Das hier ist der Verbinder, an den klebe ich meine ersten Lagen an. Das Falten ist bei dem Projekt super einfach, weil alle Faltlinien einfach nur als Bergfalte gefaltet werden. Das heißt, ich habe hier meine erste Lage, das ist die Blütenlage. Die Zwischenlage, die ihr hier bei der kleinen Blume seht, das ist das erste, was ich vorbereite und einbaue. Da falte ich einmal hier die Mittelfalz vor und die Klebelaschen knicke ich auch einmal vor. Und dann kann ich das Ganze auch schon hier an einer Seite durch die Öffnung stecken und einmal hier auf der Rückseite festkleben. Und ich bin sehr gespannt, wie gut das heute von der Hand geht, weil mein Ponal-Holzleim scheinbar so ein bisschen mir mal angetrocknet ist. Ich bin ja so ein Spezialist, der gern mal die Flasche offen stehen lässt, was gar nicht mal so gut ist. So. Erste Seite ist drin. Das Ganze mache ich direkt nochmal. Ja, und diese, ich habe meinen Holzleim offen stehen lassen, Problematik hat sich hier so geäußert, dass sich mein frisch abgefüllter Kleber gestern einmal komplett über meinen Basteltisch verteilt hat, weil der sofort wieder die Spitze zugemacht hat und ich gestern einfach gedacht habe, viel hilft viel. Das heißt, ich habe so richtig schön auf die Tube gedrückt, weil ich dachte, dass was auch immer da drin steckt, wird schon mit rauskommen. Und dann hat es gemacht und das ganze Teil war voll mit Kleber. Heute ist es lustig, gestern war ich leicht hysterisch, mein Mann musste rennen und musste die Kleberfeuerwehr quasi spielen, um meinen Basteltisch unten zu retten. Alles war voll mit Holzleim. Ja, und deshalb habe ich so die Vermutung, dass in meiner Flasche irgendwie schon kleine Knötchen drin sitzen. So, die ersten 2 Teile sind eingeklebt und ihr werdet sehen, das ganze Segment aufbauen ist wieder super symmetrisch. Das heißt, ich brauche einfach noch so ein Teil und stecke jetzt hier auch auf der zweiten Seite einmal die Laschen einfach durch und klebe das Ganze fest. Und 2 Segmente habe ich tatsächlich vorher schon fertig geschafft. Das heißt, das hier wird mein 3. Segment und eigentlich ist es fast das Spannendste, weil damit wäre die Hälfte von der Blume schon fertig. Und man könnte so einen ersten Test machen, wie das Aufspannen aussieht. Machen wir dann gleich. Ich mache das hier ganz entspannt.
Es ist jetzt einfach mal wieder Papierbastelzeit und ich habe die letzten Tage eigentlich auch echt gemerkt, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat. So, ich mag das sehr, das ist aber wieder der innere Pedant, wenn diese Zwischenteile hier möglichst exakt aufeinander liegen. Dafür ist auch diese Vertiefung hier zwischen diesen Blütenspitzen sehr schön, weil man sich da einfach sehr gut orientieren kann, ob das Ganze in sich gut liegt. Und die Laschen habe ich hier schon einmal durchgefädelt. Die kann ich jetzt einfach einmal mit Kleber versehen und das Ganze einmal festkleben. Und damit haben wir diese Zwischenblütenlage auch an den Verbindern schon dran. Diese kleinen Blütenelemente, die könnte man, glaube ich, sehr schön auch aus Transparentpapier umsetzen. Ich habe heute einfach aus Faulheit und weil es schnell gehen musste, alles aus 160 Gramm Papier geschnitten. Ein Kopierdruckpapier und hat sich hier für dieses Projekt eigentlich sehr gut gemacht. Ist so eine Grammatur, die ich sonst selten benutze, habe ich hier einfach mal ausprobiert. So, mittlere Lage ist an den Verbindern. Hier die kleine Lage, jetzt kommt die mittlere Lage. Die schaut so aus, auch hier gleiches Konzept. Wir falten einmal eine Bergfalte in der Mitte und dann nochmal hier eine Bergfalte entlang der verbleibenden 2 Faltlinien. Und man kann schon sehen, dass jetzt hier Aussparungen sind, die genauso aussehen wie die Klebelaschen hier. Das heißt, man kann sich eigentlich schon ganz gut erschließen, wo dieses Teil aufgeklebt wird, nämlich genau hier in diesem Bereich. Das heißt, ich trage jetzt hier einmal auf der einen Hälfte von dem Verbinder Kleber auf und spare nur die aufgeklebten Klebelaschen aus. So. Hier kann man sich auch wieder sehr schön an dieser Öffnung orientieren. Ich mag das immer sehr, dass ich da dann doch irgendwo auch richtige Ecken habe, weil ich da einfach schön sehen kann, dass das Ganze wirklich schön an Ort und Stelle liegt. Ich habe die Stellen für die Klebelaschen eigentlich vor allem ausgespart, damit es hier nicht unnötig dick wird, um hier einfach die Fläche so glatt und so eben wie möglich zu erhalten. Und ich habe das jetzt einmal hier auf der einen Seite angeklebt, da könnt ihr diese kleinen Aussparungen auch noch ganz gut sehen. Und das gleiche mache ich wieder auf der anderen Seite. Das ist also wieder ein unheimlich entspannt systematisches Projekt, weil man weder über das Falten groß nachdenken muss, noch über viel anderes. Also ich behaupte, wenn man eins von diesen Segmenten einmal zusammengebaut hat, dann läuft der Rest irgendwie so im Automodus. So, und ihr ahnt es schon, das gleiche mache ich auch hier auf der zweiten Seite. Das heißt, ich nehme hier nochmal ein Teil, falte wieder alle Faltlinien als Bergfalten vor. Und dann wird auch schon wieder geklebt. So, und wenn ich hier mit dem ersten Segment durch bin, ich verspreche es, lese ich auch gleich nochmal ganz entspannt eure Kommentare. Ich sehe schon das ein oder andere beim Hochgucken. Aber ich will ein Segment richtig schön zusammenkleben und danach gehe ich nochmal der Reihe nach durch. Florian, wenn du so lieb sein willst, wenn du es gerade eventuell hörst, kannst du mir auch die Fragen einfach nochmal highlighten, kannst du mir die nochmal markieren. Dann habe ich es gleich mit der Durchsicht ein bisschen leichter. Heike fragt, welche Lagen man mit Transparentpapier ersetzen könnte. Heike, weil ich gerade am Kleben bin. Eigentlich jetzt, wo ich klebe, sowohl die kleine Lage als auch die Lage, die ich jetzt geklebt habe. Den Verbinder, dieses erste Teil, das würde ich nicht aus Transparentpapier machen, weil das Teil ist, was hier in der Mitte sichtbar bleibt. Das heißt, da würde ich was nehmen, wo der Kleber schön hinten dran verschwinden kann. Aber diese kleine Zwischenlage, die ich hier am Anfang eingeklebt habe, die hier und auch diese größere, die ich gerade hier außen anklebe, die könnte man theoretisch durchaus beide aus Transparentpapier umsetzen, weil das Zusammenhalten macht der Verbinder und die Klebefläche verschwindet eigentlich hinter dem Verbinder. Das heißt, die sind dafür prädestiniert. Die Jonna hat mir einen Link geschickt für Kleber mit kleinen Flaschen. Jonna, nein, das habe ich noch nicht gesehen. Da gucke ich nachher nach dem Stream gleich mal. Da freue ich mich. Ich freue mich ja immer, wenn ihr Empfehlungen für mich habt. Diese Flasche habe ich jetzt diesmal übrigens auch bewusst gewählt. Die hat vorne ein bisschen eine größere Öffnung, weil ich hier ja gewusst habe, dass ich einfach Flächen kleben muss, dass ich keine sehr kleinen, diffizilen Ecken irgendwie zu kleben habe, sondern dass das alles sehr großflächig ist.
Also auf jeden Fall schon mal danke, wenn du dir die Mühe gemacht hast, mir einen Materialtipp zu schicken. Dann an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal danke dafür. So, sehr gut. Hier kann man jetzt quasi das Grundsystem auch schon sehen und da kann ich das mit dem Aufspannen vielleicht auch nochmal erklären, bevor ich jetzt diese abschließende Lage drumherum klebe. Und zwar seht ihr jetzt, wenn ich das Teil einmal hier zur Seite hin aufklappe, dass die Lage vorne und hinten sich ganz glatt aufspannt und die sorgen einfach dafür, dass an einem gewissen Punkt, sage ich mal, Schluss ist mit Öffnen. Und dieser gewisse Punkt sollte bei 6 Segmenten natürlich dann bei 60 Grad liegen. Man muss ein bisschen mehr rechnen, weil der Winkel hier nicht im 90-Grad-Winkel ansteht, sondern reingeneigt ist. Das heißt, da ist das 3D-Modell dann wieder sehr hilfreich, um das vernünftig festzulegen. Aber die Idee war quasi, dass diese Lage hier die eigentliche Spannung in der kompletten Blüte hält. Diese hier, diese Mittellage, die ich jetzt gerade einmal hier außen aufgeklebt habe. So, und jetzt kommt hier noch eine weitere Form und die klebe ich auch einmal außen auf. Hier wird wieder gefaltet, in der Mitte eine Bergfalte und jeweils hier an den Vertiefungen ebenfalls Bergfalten. Ich habe hier auch die Fix-Variante geschnitten, weil es fix gehen sollte. Ich wollte nicht experimentieren. Oh, ich sehe, das eine Teil ist eingerissen. Das muss zur Seite, muss ich nachher vielleicht nochmal neu schneiden. Da hat mein Mann nicht aufgepasst beim Abmachen von der Schneidematte. Der musste heute helfen, weil es vor dem Stream schnell gehen musste. Hat der für mich ganz tüchtig den Plotter bedient. So. Das Aufkleben läuft hier wieder genau gleich. Das heißt, ich klebe das Ganze im gleichen Bereich auf wie gerade. Ich halte mich also hier an die Faltlinie und trage den Kleber nur bis an die Faltlinie heran auf und ich arbeite quasi wieder in Hälften. Das heißt, ich klebe erst die eine Hälfte, jetzt hier auch über diese kleinen Klebelaschen hinweg. Einmal hier bis nach ganz unten und wieder nach ganz oben und eben nicht über die Faltlinie an der Seite hinweg. Und dann klebt man diese nächste Lage einmal hier auf. Und da mache ich es eigentlich genauso. Ich orientiere mich wieder hier schön an der Kante, versuche auch immer das bis hier hoch zur Spitze wirklich schön zu treffen. Streiche die Klebeverbindung einmal fest und mache das Gleiche auf der anderen Seite. Und ich habe die Größe jetzt hier einfach gewählt, weil ich dachte, es ist geschickt quasi, wenn wir von den Größen her so in einer Dimension bleiben, so wie die XL Fächerblumen, damit das Ganze dann eben so breit kompatibel ist wie möglich und ihr alle irgendwie das Leuchtmittel benutzen könnt, das ihr wollt. Und es einen einheitlichen Rechenfaktor gibt für die kleine Blume. Ja, so ist es immer, ne? Wenn man dann schon irgendwie x Varianten vorher hat, dann gibt es relativ viel zu bedenken. So, das war die eine Seite und auf der anderen Seite mache ich es wieder ganz genauso. Das heißt auch hier einmal von unten bis oben den Kleber auftragen, hier innerhalb der Faltlinie bleiben und dann einmal das Ganze hier aufkleben. So, wunderbar. Und nochmal das Gleiche auf der Rückseite. Marina fragt, ob es Neuigkeiten von der Juliette gibt. Marina, nein, es gibt noch keine Neuigkeiten von der Juliette. Das muss ich aber ehrlich sagen, liegt nicht an Sisa, das lag jetzt schlicht und ergreifend an mir. Ich habe das ja vor Weihnachten auf nach Weihnachten verschoben. Ich bin selbst ein bisschen platt darüber, dass jetzt schon wieder ein Monat nach Weihnachten ist. Verrückt, wie die Zeit vergangen ist. Ich habe in der Zwischenzeit einfach zu viele andere Sachen gemacht und mich gefreut quasi, dass meine gute alte Cameo 2 jetzt eingesprungen ist quasi in dieser Zeit. Ich habe das aber mit der Juliette noch nicht aufgegeben. Ich wollte damit mehr sagen, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, mich diesem Thema nochmal so richtig schön auch in Ruhe zu widmen. Werde ich aber noch.
Und ich werde auch Bescheid sagen, sobald ich was weiß. Die Maren fragt, ob ich Erfahrung habe, wie lange Transparentpapier durchhält, wenn man es im Urlaub jeden Tag aufstellt und später wieder zusammenlegt. Nee, Maren. Transparentpapier ist da, glaube ich, ein bisschen zickiger, wenn du es wirklich immer auffaltest, wieder zusammenfaltest, auffaltest, wieder zusammenfaltest, weil du bei Transparentpapier ja keine Faser, sag ich mal, hast, die das Papier wirklich schön verbindet, sondern das ist ja eigentlich mehr Papiermehl mit Leim. Du kannst mutig sein, du bist ja eigentlich eine zügige Bastlerin und uns dann berichten, ob die Blume den ganzen Urlaub durchgehalten hat. Und weil ich die Simone gerade lese, ob man das auch aus Tyvek machen könnte. Simone, grundsätzlich vermutlich ja. Die Frage ist, hast du einen Kleber, der das Tyvek so gut klebt, dass es wirklich auch hält? Tyvek kleben ist da so ein bisschen die Frage, mit welchem Material würde man das tun? Okay. Also, ihr seht, ich habe ein komplettes Segment geklebt. Ich zeige euch gerade mal, wie sich das Ganze auffächert. So sieht es aus, wenn man von oben reinschaut. Vielleicht noch ein bisschen befremdlich. Wenn man von vorne drauf schaut, kann man das Blumensegment, glaube ich, aber schon ganz gut erkennen. Sowohl hier vorne mit der äußeren Blütenlage, dann hier der mittleren Blütenlage und eben den innen drin. Das Ganze einmal in groß im Vergleich zu einmal in klein. Also ihr seht, da ist schon ein ordentlicher Größensprung dazwischen. Und im Endeffekt bereitet man eigentlich alle Blütenlagen so vor. Die einzige Besonderheit besteht wirklich, wenn man mit Magnetverschlüssen arbeiten will. Das will ich heute auf jeden Fall ausprobieren. Das heißt, ich baue dann auch gleich noch einen Magnetverschluss. Aber an und für sich bestehen diese einzelnen Segmente wirklich einfach aus dem Verbinder in der Mitte, wo diese 2 Innenlagen angeklebt werden, dann die 2 mittleren Lagen und dann die 2 Außenlagen. Mehr ist es nicht. Und dann werden diese einzelnen Lagen gestapelt. Ich habe hier schon 2 Lagen, die ich entsprechend hier verbunden habe, oder 2 Segmente besser gesagt. Und auf diese 2 Segmente klebe ich jetzt mein drittes Segment auf. Und wenn man die Segmente aufeinander klebt, dann ist die Klebefläche so ein kleines bisschen verändert, aber eigentlich ergibt sich das hier auch wieder von selbst. Ihr seht, wir haben hier Ränder und hier unten eine Faltlinie und man klebt jetzt hier wirklich die ganze Fläche einfach bis zum Rand und nicht über die Faltlinie hier an den Kanten hinweg, weil, wenn man das Ganze aufklappt, sieht man das auch von vorne, sich diese Flächen hier natürlich nicht miteinander verkleben dürfen, die muss man frei öffnen können. Das heißt, Kleber auftragen tun wir eigentlich nur hier komplett auf diese Seite und bleiben hier auch wieder so ein kleines bisschen von der Faltkante weg. Und deshalb würde ich vermutlich auch diese alleräußerste Blütenlage eher nicht mit Transparentpapier umsetzen. Oder ihr braucht ein bisschen abweichende Klebestrategie, weil ihr seht, dass jetzt hier in diesem Bereich Kleber aufgetragen wird. Das würde ich hier durchsehen. Deshalb, ich habe ganz am Anfang überlegt, ob ich das wirklich versuche, die komplett aus Transparentpapier zu machen. Aber man würde einfach hier in diesen Bereichen unschöne, sichtbare Klebestellen bekommen. Und die ganzen Bereiche hier innen, die sind durch diese Verbinder abgedeckt. Das heißt, hier innen ist es nicht so wild, aber das, was hier außen übersteht von der äußersten Blütenlage, seitlich, das würde man sehen. Okay, weiter geht's mit der großen Kleberei. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel geklebt habe. So. Und das Spannende für mich quasi ist, ob ich das gut eingeschätzt habe mit den Winkeln. Bei den kleinen Blüten sieht es schon gut aus. Das ist halt schwierig, da sage ich mal, den richtigen Mittelweg zu kriegen zwischen, die Blüte arretiert sich wirklich selbst, sodass man 6 gleich breit aufstehende Segmente hat. Und es ist so viel Spannung drauf, dass es nicht schön zusammengeht. Also man braucht da einen sehr guten Mittelweg. Und um das wirklich sicherzustellen, teste ich das jetzt hier nochmal in groß wirklich auch durch. Und bin am Ende voll der Hoffnung, Maren, dass du dann zufrieden mit mir bist. Denn der Anforderungskatalog, was das alles können soll, der war ja relativ lang. So, beim Aufeinanderkleben checke ich auch gerade nochmal hier zwischendrin wirklich, wo diese beiden Lagen aufeinandertreffen. Die beiden Segmente, dass ich hier an den Bögen schöne Übergänge habe, dass ich hier oben die Spitzen wirklich schön treffen. So, dass das Ganze eben möglichst symmetrisch, sage ich mal, in sich aufgebaut ist. Und man sieht eigentlich, das sieht bis jetzt ganz gut aus. Nicht perfekt, aber ganz gut. Und dann bringe ich wirklich Druck, so gut wie es geht, halt hier bis nach außen, bis an die Ränder, wo ich wirklich den Kleber aufgetragen habe. So. Und jetzt habe ich auch schon diese Blütenhälfte. Wartet, ich schalte euch mal um.
Seht ihr das? Jetzt kann ich das Ganze schon einmal wirklich testen. Jetzt habe ich 3 Segmente fertig zusammengeklebt und habe jetzt eine Hälfte, die ich wirklich hier links und rechts gegen die Tischplatte schon schön aufspannen kann. Und da seht ihr auch nochmal gut den Größenunterschied. Ich stelle euch nochmal den kleinen Prototyp hier nebendran, ne, was das von der Größe her tatsächlich ausmacht. Ja, es ist sehr systematisch, das liebe ich ja, ne? Ich liebe das, wenn ich so systematisch arbeiten kann. Die Frage ist jetzt, wie viel Geduld habt ihr mit mir? Wollt ihr noch mal ein komplettes Magnetsegment sehen? Ja, eigentlich schon, ne? Und habt ihr Lust und Zeit, euch mit mir ein bisschen zu unterhalten? Weil ich habe jetzt natürlich noch 3 davon zu kleben und würde hier einfach ein bisschen vor mich hinwursteln. Ich würde sagen, ich klebe jetzt mal noch 1, erkläre dabei auch nichts, weil ihr könnt ja sowieso nicht mitbasteln. Danach gucken wir mal zusammen, was ich euch zu den Erweiterungen für die Tunnelkarten zu erzählen habe. Da war ich nämlich auch sehr, sehr fleißig. Und dann gibt es noch so einen kleinen Ausblick vielleicht, was noch so kommen könnte. Wann hüpft sie in den Shop? Jonna, so schnell ich sie fertig kriege, hüpft sie in den Shop. Es ist tatsächlich so, dass ich am Sonntag Geburtstag habe und wir morgen auf Sonntag, also Samstag auf Sonntag mit Freunden in den Geburtstag reinfeiern. Das heißt, jetzt am Wochenende ist relativ viel anderes angesagt, aber wenn alles gut geht, toi toi toi, Klopf auf Holz und wir das jetzt hinkriegen, dass das wirklich alles auf Anhieb klappt, dann kann ich sie euch eigentlich nach dem Stream wahrscheinlich direkt schon in den Shop stecken, weil die Datei ist fertig. Es ist alles vorbereitet. Wenn jetzt natürlich irgendwas auftaucht, was nicht klappt, wenn das mit den Magneten nicht hinhaut, dann muss ich noch mal ran. Dann dauert's. Laut Google soll Ponal gut kleben auf Tyvek. Das wäre ja ziemlich cool. Ich nehme an, auf Tyvek, Simone, oder? Deine Angabe, nehme ich an, bezieht sich auf die Frage, wie man Tyvek am besten klebt. Aber was ich ganz sicher sagen kann, ich nehme an, dass die Tyvek-Frage sich auf das Vorhaben bezieht, eine Blume für draußen zu bauen. Und der Ponal-Holzleim, der ist nicht einfach wetterfest, behaupte ich. Also der löst sich halt mit Wasser wieder auf. Deshalb bin ich nicht sicher, ob man damit eine wetterfeste Blume bauen kann. Zumindest der Klassikholzleim. Also der wird in der Witterung nicht dauerhaft standhalten. Der große Halter passt auch. Jonna, genau das wäre das Ziel, dass man das kombinieren kann mit der Stehlampe, mit der Strahler-Stehlampe quasi. Können wir nachher direkt ausprobieren. Ich baue jetzt erstmal eine Blume mit nur 6 Segmenten, aber ich krusch dann gleich mal, wo da unten steht das Teil, da habe ich es stehen. Und dann können wir mal testen und das draufziehen und mal gucken, ob ich glaube, dass es funktionieren würde, wenn man eben noch ein 7. Segment einbaut. Die Öffnung in der Mitte, die ich da eingebaut habe, also quasi hier, die ist schon so gerechnet, dass das auf jeden Fall passen muss. Also mathematisch ja, in der Theorie auf jeden Fall. In der Praxis testen wir das nachher nochmal. Ah, spannend. Es gibt Ponal extra für Bad und Küche. Der wäre dann ja vielleicht geeignet, wenn es was gibt, was so ein bisschen mehr feuchtigkeitsbeständig ist. Vielen Dank für die Info. Oder Uhu Powerkleber. Also es ist wie immer, wenn ihr sowas ausprobiert, ne, dann sagt uns bitte auf jeden Fall Bescheid. Ihr wisst ja, dass mich das auch immer interessiert. Mit was ihr klebt, welches Material ihr verwendet. Und das eine, womit wir Papierbastler ja immer zu kämpfen haben, ist Witterungsbeständigkeit. Ja, und wenn da einer eine gute Kombi hat, dann bitte nicht für euch behalten, sondern verraten. Transparentpapier verfärbt sich leider etwas im Sonnenschein, sagt die Kim. Ja, Kim, das kann schon sein. Ich glaube, die meisten Papiere verfärben sich, wenn man die irgendwie der Sonne aussetzt. Zumindest die, sag ich mal, das alles, was ich so an Buntpapier habe, wenn ich das hier am Fenster stehen habe, lässt es früher oder später in der Farbintensität deutlich nach. Ist eigentlich ganz witzig. Ich habe die Tage ja hier umdekoriert. Schaut mal da hinten übrigens, wie schön das mit der Vase geworden ist. Und habe da hinten dran einen Papierbogen quasi vorgeholt und halt den blauen Papierbogen dahinter geschoben. Und selbst da, obwohl da ja kein, sag ich mal, direktes Sonnenlicht ins Regal kommt, das Tageslicht reicht scheinbar aus, hat man
da wo das Regal vor dem Papierbogen lang läuft, so einen dunkleren Streifen, sage ich mal jetzt, auf dem Papier. Das heißt, das restliche Papier drumherum ist so ein bisschen ausgebleicht. Obwohl das, wie gesagt, ja irgendwie hinter mir an der Wand steht. Das heißt, kein direktes Sonnenlicht. Aber ja, weiß ich nicht. Normales Tageslicht scheint zu genügen, um dafür zu sorgen, dass es halt so ein bisschen abschießt. Ich glaube, das bleibt bei Papier einfach nicht aus. So. Eigentlich hätte mal jemand mitstoppen können, wie lange ich für ein Segment brauche. Das können wir nachher vielleicht nochmal machen. Wäre für mich nämlich selbst auch interessant. Man verschätzt sich dann nämlich immer total. Also versteht mich nicht falsch, basteln soll ja auch kein Akkordsport sein. Das soll ja eigentlich was Entspanntes sein. Aber es fällt mir immer total schwer, den tatsächlichen Zeitaufwand von der reinen Bastelzeit quasi irgendwie einigermaßen zu schätzen. Und wenn wir schon hier im Stream stehen, hätten wir ja theoretisch die Möglichkeit, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Zur Not muss ich nachher dann in die Zeitstempel reingucken. Ja, ich lese gerade, Jonna schreibt auch, ne? Papier verbleicht nach und nach, ist eben Papier. Ja. Die Simone sagt, die Blume gefällt ihr auch gut und fürs Wohnmobil wäre Tyvek super. Ja, ich stimme dir zu. Tyvek ist halt super reißfest, ne? Deshalb wäre das schon eine coole Sache. Also gerne ausprobieren und Bescheid sagen. So. Mittlere Lage. Zweite Seite. Ich hoffe ja, dass ihr euch jetzt schon aufs Papierprojekt freut. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu früh dran bin mit den Frühlingsprojekten. Karin hat die Tage so schön unter den Facebook-Beitrag geschrieben, für sie maximal quasi Schneeglöckchen. Noch nichts mit Osterhase und so. Kann ich total nachvollziehen. Ich bin dieses Jahr mit allem so ein bisschen früher dran, weil ich jetzt ja angefangen habe, euch diese 365 Tage Inspirationsposts auch auf Facebook zu machen. Und dafür wühle ich mich natürlich durch eure Fotos, durch meine Fotos, durch den Bestand der letzten Jahre. Und brauche einfach so ein bisschen Vorlauf, sag ich mal. Sonst bin ich auch nie früh dran. Ich bin sonst eigentlich eher jemand, der mit allen Projekten gefühlt immer spät dran ist. Oh, und ich sehe gerade, dass ich hier, glaube ich, nicht so akkurat geklebt habe. Wartet mal. Muss ich jetzt gerade mal gucken, ob ich da irgendwas tun muss. Ich piek mal ganz kurz hier an meinem Teil rum. Guck mal, ob ich das so... Ja, genau. Okay. So viel dazu. Das bleibt wohl so. Zu viel geplappert, zu wenig geguckt. Das wird am Ende aber trotzdem funktionieren. Bleiben wir mal entspannt. So. Petra schreibt, sie hatte einige Teile auf einem Schiff dabei. Von was? Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was Tyvekiges? Aber ich finde es sehr schön, dass ihr euch auch gegenseitig unterhaltet. Das ist ganz nett. Dass es für euch auch schon so ein Freitagabend quasi Treffpunkt quasi ist. Und ihr auch einfach Lust habt, euch gegenseitig ein bisschen was zu erzählen. Die Maren freut sich total auf Papierprojekte. 3D-Druck ist nicht so deins, Maren. Ja, das habe ich schon durchgehört. Und du findest, dass Papier oft wertiger aussieht als Kunststoff? Nee, Maren, dafür verfluchen wir dich gar nicht. Wir lieben ja eigentlich wahrscheinlich fast alle Papier, die hier sind. Ah, 3D-Druckteile hattest du schon dabei. Spannend. Ja. Ja, wir kombinieren ein bisschen durch. Es wird von mir auch einiges im Bereich 3D-Druck natürlich geben. Das ist jetzt inzwischen, glaube ich, klar. Aber ich versuche immer ein bisschen abzuwechseln und für jeden auch was dabei zu haben. Ich würde sehr gerne jetzt ein paar mehr Tunnelkarten auch wieder machen, aber dazu erzähle ich euch jetzt gleich nach diesem Segment mal was. Dann schieben wir nochmal eine interessante Info dazwischen. Auch interessant für alle, die schon irgendwie Tunnelkarten-Erweiterungen gekauft haben. Da gibt es nämlich jetzt eine neue Funktion. Ich habe euch eine neue Funktion programmiert, euch und mir.
die ich euch auch gleich im Shop zeige, die euch und mir das Leben sehr viel leichter macht, wenn wir mit Tunnelkarten, Motiv plus Erweiterung arbeiten. Mir, weil ich nicht mehr in 3 verschiedenen Softwareversionen erklären muss, wie die Erweiterung mit der Tunnelkarte kombiniert wird, damit das Motiv irgendwie die passende Steckform, die passende Außenlage bekommt. Alleine diese Hürde, dass ich quasi bei den Erweiterungen immer 3 Vorbereitungsvideos machen musste, wo es noch nicht um den Zusammenbau geht, sondern wirklich nur darum, wie man erstmal die Vorbereitung in der Plotter-Software macht, hat für mich in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich einfach echt keinen Bock hatte, neue Tunnelkarten-Erweiterungen wirklich in den Shop zu bringen, weil dieses ewige Videoaufnehmen einfach nicht meins ist. Nicht mehr. Früher habe ich das irgendwie mit mehr Freude gemacht, inzwischen habe ich da nicht mehr so viel Spaß dran, deshalb machen wir das jetzt ja hier immer alles zusammen im Stream, was mir wesentlich besser gefällt, als alleine im Kämmerlein quasi dazustehen, Selbstgespräche zu führen und irgendwie Videos für euch einzusprechen. Und ja, das bin ich losgeworden, haha. Und ich freue mich wie verrückt, dass das so klappt. Ich zeige euch das dann gleich. Ich weiß, ihr habt jetzt wahrscheinlich 15 Fragezeichen über dem Kopf, wenn ihr es nicht zufällig in dem Facebook-Post schon gelesen und auch ausprobiert habt. Dann wisst ihr jetzt noch nicht, wovon ich spreche. Aber ich habe dieses Segment jetzt gleich fertig und dann gucken wir uns das direkt zusammen an. So, geschafft. Das klebe ich jetzt gerade noch hier auf, damit ist das 4. dann auch schon an Ort und Stelle. Und dann gucken wir erstmal nach diesem programmierten Etwas. Ich hoffe ja, dass ihr euch auch ein bisschen freut. Ich freue mich wie verrückt. Ich habe das, wie gesagt, gemacht für euch, aber auch für mich. Das wird jetzt auch 2026 ganz oft so sein. Ich werde ein bisschen egomanischer wieder sein bei meinen Projekten, dass ich mir immer genau das rauspicke, wo ich jetzt gerade in dem Moment Lust drauf habe. Und die Idee für das, was ich euch gleich zeige, kam mir tatsächlich letzte Woche im Stream bzw. nach dem Stream, als ich euch die 3D-Druck-Rahmendatei quasi hier gezeigt habe und erklärt habe, mit dem Hintergrund und mit der Lichterkette, dass ihr 2 Möglichkeiten habt, die Lichterkette entweder im Hintergrund einzubauen und nur im Hintergrund quasi für die schnelle, faule Variante oder das Ganze ringsherum zu wickeln. Und da hat man, glaube ich, auch gesehen, dass da auch die Motivlage der Tunnelkarte quasi wieder angepasst werden muss. Und ich habe jetzt ja in der jungen Vergangenheit unheimlich viel programmiert, in meiner Winterpause unheimlich viel programmiert und dabei wieder ein bisschen was, sage ich mal, auch dazugelernt. Und dann kam mir irgendwie die Idee, dass es doch total cool wäre, wenn man diese Anpassung nicht von Hand machen müsste, sondern wenn das irgendwie auch automatisiert funktioniert. Und genau das habe ich tatsächlich auch hinbekommen. Es hat auch wieder Hirnschmalz gebraucht und ungefähr 2 Tage Arbeit. Aber ich liebe es. Ich lobe mich einfach schon mal ein bisschen selbst. Bei der Claudia ist 3D-Druck erst ab Mai relevant, da zieht der 3D-Drucker dann zu ihr. Ja, Claudia, das ist doch aber super. Wenn du schon weißt, dass der 3D-Drucker kommt, ist es doch hervorragend, weil dann kann man sich ja im Vorfeld einfach schon ein bisschen mit der Materie beschäftigen, kann einfach ein bisschen Augen und Ohren offen halten, kann schon mal so ein bisschen die Ideen sammeln, die einem auch zusagen. Es muss einem ja auch nicht alles irgendwie gefallen, nicht jedes Projekt ist auch für jeden irgendwie was. Ist ja eigentlich schön, wenn man so ein bisschen Vorlauf hat. So, 4. Segment ist dran. Es geht jetzt also schon mehr als halb. Und wir gucken kurz auf den Bildschirm, würde ich sagen. Da muss ich allerdings erst mal gucken, ob ich euch hier einfach so rüberkriege. Hier. Hier seht ihr ganz normal den Shop. Achtung. Wundert euch nicht, dass... ihr seht die Leiste gar nicht, dann muss ich zur Leiste gar nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, wundert euch nicht, dass ihr mehr Menüpunkte seht bei mir als bei euch. Ich habe als Admin ein paar mehr Menüpunkte als ihr, aber die seht ihr hier gerade, glaube ich, gerade gar nicht. Ihr seht die 3D-Druckdatei ganz normal. Ihr könnt ganz normal im Shop quasi die Formen für die 3D-Druckdatei als solche runterladen. Jetzt kommt's. Bei den Erweiterungen für die Tunnelkarten war es bisher, wie gesagt, nötig, die eigentlich quadratische Tunnelkarte irgendwie zu bearbeiten, damit die mit einer besonderen Form, mit Stecklaschen, angepasst an die jeweilige Erweiterung eingebaut werden kann. So.
Dafür musste man das Tunnelkartenmotiv runterladen, eine Erweiterungsform runterladen für diese Motivlage, beides in die Software bringen, alles irgendwie ausrichten, eventuell noch die Größe anpassen. Das habe ich euch alles abgenommen. Ihr findet jetzt bei den Erweiterungen für Tunnelkarten, sowohl für Mini-Tunnelkarten als auch für die normalen Tunnelkarten, hier unten einen Zusatzreiter Motive einsetzen. Achtung, den findet ihr nur, wenn ihr eingeloggt seid. Das System muss nämlich erkennen, dass ihr die Erweiterung gekauft habt. Und das zeigt euch hier unten natürlich auch nicht alle Motive an, sondern auch nur die Tunnelkartenmotive, die ihr im Shop schon gekauft habt. Also quasi 2 Schalter, 2 Faktoren, die der Shop berücksichtigt. Die Erweiterung müsst ihr gekauft haben, damit ihr diese Funktion nutzen könnt, ist klar. Sonst braucht ihr das für das Motiv auch nicht und das jeweilige Motiv. So, und dann sucht man sich einfach aus, welches der Motive man einbauen will. Ich sehe die hier alle, weil ich Admin bin und es meine Motive sind. Und dann klickt man einfach nur auf Kombinieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das kleine Fliegeding hier gesehen habt. Im Endeffekt hat das Ganze jetzt einen Download gestartet. Und ich habe jetzt einmal, ich schiebe euch den Download-Ordner einmal gleich hier rüber, dann seht ihr das auch, quasi direkt eine ZIP in den Download bekommen, die heißt in dem Fall 3D-Druckrahmen quadratisch für Mini-Tunnelkarten Blume 3. Bitte wundert euch nicht über dieses ellenlange Namending. Die Idee dabei war, der Name beginnt mit der Erweiterung, damit, wenn ihr nachher das Ganze in euren Ordnern nach Namen sortiert, die Dateien, die zusammengehören, auch untereinander auftauchen. Deshalb heißt es auch 3D-Druckrahmen quadratisch für Mini-Tunnelkarten und die Blume 3 hinten dran ist das Motiv. Ich entpacke das Ganze einmal und ziehe euch diese eine Datei einfach mal in die Software rein. Wartet, ich mache hier einmal Silhouette auf und bringe jetzt einfach die SVG-Datei. Holen wir uns das hier wieder ran, dann könnt ihr es vielleicht auch direkt mit sehen. Also ihr seht, hier ist mein Ordner. Hier ist nochmal eine Bitte-Lesen-Info drin, in der sinngemäß eigentlich nur drin steht, dass in diesem Download nur die Motivlagenteile, die speziellen Teile sind und dass ihr eventuell noch was runterladen müsst. Dann habt ihr nochmal einen Link zum Erweiterungsprodukt im Shop und eben vor allem die SVG-Datei. Und schaut mal, wie schön das ist. Ich bin selbst überaus glücklich darüber, so, weil ich jetzt hier einfach schon alles in der Datei so drin habe, wie ich es zum Plotten brauche. Das heißt, ich habe diese erste Lage mit den Löchern. Meist ist es ja so, dass die diese kleinen Löcher bei mir hat, so, dass ich die entsprechend mit dem 3D-Druckrahmen kombinieren kann. Ich habe meine einzelnen Motivlagen 2, 3 und 4 auch schon auf den passenden Steckteilen quasi positioniert. Und jetzt gerade bei dem 3D-Druckrahmen habt ihr noch 2 weitere Formen mit drin. Einmal diese Form, die sieht so aus wie die erste Lage. Warum? Weil das eure Plastikfolie quasi ist, die ihr optional als Scheibe schneiden könnt. Und dann nochmal genau die gleiche Form, nur ohne Motiv drauf. Die könnt ihr als Hintergrundlage verwenden. Wer letzte Woche dabei war und gesehen hat, wie ich das auseinandergenommen habe, hat diese einzelnen Formen da quasi schon live in Action gesehen. Aber die tolle Nachricht quasi ist, dass euch dieses neue System auf der Webseite quasi diesen ganzen Kombinationsschritt abnimmt. Das heißt, ihr müsst nicht selbst einzelnes Tunnelkartenmotiv in die Software bringen, einzeln die Erweiterungsform in die Software bringen, alles ausrichten, schauen, dass wirklich alles perfekt sitzt, sondern die Webseite im Endeffekt, der Webseitencode übernimmt es für euch. Der nimmt 2 Dateien, einmal die Erweiterungsdatei und einmal die Motivdatei und bringt das für euch schon fertig zusammen. Und das funktioniert eben nicht nur für meine 3D-Druckdateien, sondern das funktioniert auch für die anderen Tunnelkartenmotive. Ihr könnt gerne schreiben, ob ihr das für eine der zum Beispiel Klappkarten, Tunnelkarten nochmal sehen wollt. Genau, es gibt es auch für die Papierrahmen. Ursu fragt gerade schon. Ich kann euch mal ganz kurz hier rüberlegen, dann wühle ich nochmal schnell durch den Shop und suche uns so einen Papierrahmen. Und dann können wir uns das auch bei den Klapprahmen gerade nochmal angucken, wenn ihr wollt. Da funktioniert es nämlich ganz genauso. Das ist nicht nur für die 3D-Druckdateien, das ist komplett für alle Tunnelkarten-Erweiterungen. Ich habe mich wirklich durch alle Tunnelkarten-Erweiterungen durchgearbeitet und habe euch diese Funktion da hinzugefügt. So, lasst mich mal gucken, ob ich das hier irgendwie auch wieder geteilt bekomme. Zack, einmal nochmal auf den Bildschirm. Da seht ihr jetzt zum Beispiel einmal die Klappkartenerweiterung rund für die Mini-Tunnelkartenmotive. Gleiches Prinzip. Ich bin quasi auf der Seite im Shop von dem Klappkartenerweiterungsprojekt. Also ihr geht immer zu der Erweiterungsdatei.
Ihr findet das bei der Erweiterungsdatei logischerweise, also bei dem Rahmen in dem Fall. Könnt auch hier einmal auf Motive einsetzen klicken, bekommt hier wieder diese komplette Übersicht und ich nehme jetzt zur Vergleichbarkeit einfach auch wieder die Blume 3, sage kombinieren, zack, hier fliegt so ein kleiner Download nach oben und wir machen uns nochmal Silhouette auf und machen uns auch den Download-Ordner nochmal auf. Den schiebe ich uns einfach nochmal hier hin. Dann seht ihr hier, hat er mir die MKMTKE, ich weiß, ihr kennt meine Abkürzung inzwischen, Miriam Kreativ Mini-Tunnelkarten Erweiterung, Klappkarte rund, Blume 3, ZIP, so. Genau mit dieser Namenskonvention runtergeladen, passend quasi zu dem, wie die Erweiterung heißt. Dann entpacke ich das Ganze hier einmal in einen Ordner. Und wir öffnen den Ordner einmal, damit ihr wieder seht, wie das aussieht. Hier habt ihr wieder einmal den Link zum Projekt im Shop. Habe ich euch hier wieder mit reingepackt, weil da es natürlich dann auch zum Anleitungsvideo für den Zusammenbau geht. Und hier findet ihr sogar fix und variabel. Das heißt, der Code ist sogar so weit ausgereift, dass bei Varianten, bei der mehr als nur eine Version benötigt wird, auch gleich beide Versionen erzeugt werden. Oder wenn ihr ein Motiv habt mit Zeichenlinie und ohne Zeichenlinie, dann kriegt ihr auch gleich Varianten für mit und ohne Zeichenlinie geliefert. Also es ist wirklich in der Vorbereitung intensiv gewesen, aber der nimmt euch quasi wirklich diese komplette Vorbereitung ab. Und ich ziehe uns auch hier gerade einfach das Motiv nochmal rein in der Fix-Variante. Dann seht ihr auch direkt, warum es hier Fix und Variabel gibt. Und zwar seht ihr hier, dass dieser Ausschnitt für die erste Motivlage direkt in den Rahmen gesetzt wird. Und hier rechts und links gibt es Faltlinien. Und weil wir bei Faltlinien jetzt ja schon länger die Teilung nach Fix und Variabel haben, damit ihr schneiden könnt oder auch mit dem Falztool arbeiten könnt, findet ihr dann im Download tatsächlich auch direkt Fix und Variabel als Variante, die ihr euch hier eben reinziehen könnt. Hier seht ihr, bei Variabel ist die Linie entsprechend durchgezogen, ohne dass ihr irgendwas ausrichten oder irgendwie an Ort und Stelle bringen müsst. Wir können ja vielleicht hier gerade noch mal gucken, ob ich noch eine Variante mit Zeichnung finde. Ich glaube, die Weihnachtsstern. Diese hier ist mit Zeichnung, da können wir das direkt einfach zusammen noch mal probieren. Klicke ich also auch auf Kombinieren. Habe jetzt hier in meinem Download-Ordner einmal die Ordnerstruktur hoch in die Downloads, den neuen Download für den Weihnachtsstern mit der Zeichnung. Wir entpacken das einmal hier, bekommen einen neuen Ordner. Hier ist er, rund Weihnachtsstern mit Zeichnung. Und seht ihr das? Wie viele Dateien da jetzt drin sind? Ich habe hier die Weihnachtsstern, Klappkarte rund fix, Weihnachtsstern, Klappkarte rund variabel, Weihnachtsstern mit Zeichnung, Klappkarte rund fix und mit Zeichnung rund variabel. Das heißt, er hat für beide Versionen jeweils direkt schon die passende Datei erzeugt, damit ihr wirklich gar nichts selber machen müsst im Idealfall. Wir gucken auch mal, ob das wirklich geklappt hat. Holen wir uns einmal die Fix-Variante ohne Zeichnung. Sieht gut aus, das Motiv schaut soweit gut aus. Ne, so sollte das aussehen. Und wir machen mal noch eine weitere Datei auf und ziehen uns hier noch mit Zeichnung rein. Ja, guckt mal. Perfekt. Genau so habe ich mir das gedacht. Das heißt, es soll euch ganz, ganz, ganz viel Mühe wegnehmen. Ja, und ich lese schon die Katja, die schreibt, aber bei der Klappkarte fehlt die Rückseite. Katja, das ist völlig richtig. Ich habe mit der Annette extra hin und her überlegt und hin und her diskutiert. Ich habe mich letzten Endes bei den ganzen normalen Papiererweiterungen dafür entschieden, dass in diesem Download wirklich nur die Formen drinne liegen, die Motivlagen enthalten. Motivlage 1, 2, 3 und 4. Weil ich das irgendwie verwirrend fand sonst, dass bei manchen alle Teile in einer Datei liegen, bei anderen sind die Teile aber auf mehrere Dateien aufgeteilt, weil es gibt eben auch Erweiterungen, da hat man mehr als nur Vorderseite, Rückseite, Motivlage 1, 2, 3 und 4. Da hat man auch noch Steckteile, Innenteile, Rahmenteile und das alles in eine Datei zu machen, fand ich dann ehrlich gesagt wieder irgendwie nicht so geschickt. Ich habe kurz darüber nachgedacht, aber ich habe gedacht, das verwirrt dann wahrscheinlich nur unnötig. Das heißt, der Plan ist eigentlich, ihr ladet euch die Motivdatei und trotzdem die normale Erweiterungsdatei runter, weil es eben sein kann, dass ihr bei den Erweiterungen noch weitere Formen braucht. So.
Claudia schreibt, dann werden wir ja computerfaul. Nein, ihr werdet deshalb bestimmt nicht computerfaul. Ich wollte euch nur dieses ewige Hin- und Herklicken abnehmen. Und mir ist dabei auch aufgefallen, ich habe selbst viel zu lange, sage ich mal, nichts in der Richtung gemacht und musste mich wirklich selber durchlesen und gucken. Und gerade bei den Erweiterungen, die es gibt für die festen Rahmen quasi, für die normalen Holzrahmen. Ich suche uns gerade mal die passende Kategorie. Da muss man dann auch immer noch skalieren. Dann muss man immer nachlesen, welchen Skalierungsfaktor braucht man eigentlich. Und das fand ich irgendwie alles relativ stressig. Also hier bei den Einbauten in die Holzrahmen habe ich genau das gleiche für euch auch umgesetzt. Ignoriert bitte diese ganzen zusätzlichen Buttons. Entschuldigung, das ist meine Admin-Ansicht, die ihr gerade seht. Deshalb wollte ich euch eigentlich die Shop-Ansicht auch ersparen, aber egal. Und ihr müsst nicht mehr darüber nachdenken. Ihr müsst nicht nachlesen, sind es jetzt 130%, 150%, sind es 95%, muss ich das Tunnelkartenmotiv erst irgendwie anpassen. Der Schritt fällt für euch einfach weg. Trotzdem ladet ihr bitte einfach trotzdem die normale Erweiterungsdatei runter. Hier seht ihr, die ist für mich selbst sogar auch als gekauft markiert. Das heißt, es bleibt dabei, dass ihr bei den Erweiterungen hier oben den ganz normalen Download-Button habt für das komplette Projekt mit Vorschau, mit Lizenzbestimmung, mit Link zum Projekt und eben auch mit allen Formen, die nicht mit einem Motiv kombiniert sind. So ist es aktuell aufgebaut. Probiert es gerne aus. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Anmerkungen dazu habt, sagt Bescheid. Wenn irgendwas nicht funktioniert, sagt erst recht Bescheid. Ich habe das alles selbst für euch irgendwie umgesetzt. Ich bin stolz wie Oskar, dass es bis jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Dass es mit dem ZIP-Download funktioniert, dass der das selbst kombiniert und zusammenpackt und dass es mit den Zeichnungen funktioniert und dass ich, soweit ich das im Moment überblicken kann, alle Randfälle abgedeckt habe. Wenn aber irgendwas nicht funktional ist, meldet euch einfach. So. Und wenn daran irgendwas unlogisch ist oder irgendwie anders für euch logischer wäre, meldet euch auch. So. Jetzt trinke ich einen Schluck und würde sagen, ich bastel fleißig weiter. Heike fragt, ob ich euch nur das Umbauen für die Erweiterung erspart habe. Was heißt hier nur? Heike, ja genau. Ihr müsst selber nichts mehr umbauen. Ihr müsst nichts mehr umbauen, ihr müsst nicht das Motiv und die Erweiterung zusammenziehen, skalieren. Es hat sich an dem eigentlichen Aufbau der Projekte nichts geändert. Ihr müsst nur selber dieses ganze Zusammenbringen, Ausrichten nicht mehr machen. So. Ihr dürft jetzt auch sagen, ihr würdet es viel logischer finden, wenn alles in einer Datei liegen würde. Ich habe nur gedacht, wenn ich für mich die Projekte umsetze, zum Beispiel so einen Rahmen, dann mache ich das in der Regel so, dass ich eine Datei habe, in der zum Beispiel für die Außenform, wenn es jetzt ein Papierrahmen wäre, alles schon angeordnet ist auf meiner Schneidematte. Weil ich ja quasi, ich habe mein spezielles Materialformat, ich habe meine lange Schneidematte, ich weiß sozusagen, wie viele Teile kriege ich auf eine Matte und das würde ich auch nicht jedes Mal neu machen. Das heißt, wenn ich einmal mir so einen Tunnelkartenrahmen zum Beispiel vorbereitet habe, dann speichere ich mir diese Datei natürlich ab und greife immer wieder auf diese Datei zurück. Deshalb habe ich gedacht, das ist Quatsch, wenn in jedem Motiv-Download quasi dann wieder der Innenrahmen, der Außenrahmen, die Rückwand und was da alles noch so dabei ist, mit in dieser gleichen Datei drin liegen, weil man dann ja alles jedes Mal wieder neu hinsortieren müsste, falls ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich mache das lieber für mich selber in der Praxis auch so, dass ich sage, okay, hier sind meine ganzen Außenteile, die ich in einer Farbe plotte, hier sind meine ganzen Innenteile, das ist meine Matte, die speichere ich so fertig. Ah, die Kim schreibt schon, Verlinkung, Tunnelkarte, Maus mit Narzisse bitte überprüfen. Florian, das musst du für mich bitte auf den Zettel schreiben, das muss ich dann nach dem Stream machen. Danke, Kim. Immer her mit den Infos. Liebe Grüße an der Stelle an Tom, den ich hier auch gerade lese. Genau, Heike, für schon gekaufte, du musst nicht neu runterladen, aber du kannst. Du kannst quasi auch immer in dem Moment, in dem du sagst, ich möchte jetzt gerade so eine Karte basteln, einfach dich in den Shop klicken und kannst dir das Motiv runterladen. So. Annika mag meinen Perfektionismus, das beruhigt mich. Ich habe ja in der Vergangenheit schon öfter festgestellt, dass ich hier von sehr vielen Gleichgesinnten umgeben bin. Und das für euch meistens okay ist, wenn ich mal wieder irgendwie gerade meine monkigen 5 Minuten habe sozusagen. So, ich stelle euch jetzt nochmal um, wenn mir das denn gelingt.
Ja, wunderbar. Oh nein. Jupp. Jetzt muss mein Mann einmal rennen. Jetzt habe ich gerade mein Bastelzimmer überflutet. Ich sag's euch, heute läuft's bei mir. Ich brauche mal ein Handtuch. Okay. Und schon ist es gut, Achtung, dass der Tunnelkartenrahmen aus Plastik ist. Der ist nämlich auch nass geworden, aber nur nass. Ich putze kurz. Das haben wir im Stream auch noch nicht geschafft. Und dann geht's gleich weiter. Ist eigentlich die richtige Zeit für den Trinkpausensong, oder? Ich putze kurz, ich bin gleich wieder da. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. So, der Überflutungssong ist jetzt der nächste, den wir dann brauchen. Gut, alles wieder einigermaßen trocken gelegt. Dann kann ich weiter basteln, würde ich sagen. Ich sag's euch. Hier ist immer irgendwie was los. Einmal zu viel Schwung, Petra, was ich mache. Ich habe einfach einmal zu viel Schwung gehabt und kurz hier mein Zimmer überflutet. Einmal ein großes Glas Wasser quer über den Basteltisch gekippt, aber gekonnt. Also ich habe mein Projekt ausgelassen. Gut, also weiter im Text. Ich falte und klebe noch eine Runde und ihr dürft sehr gerne euch melden, Fragen stellen. Ich sehe schon, ihr testet auf jeden Fall die Funktion auf der Webseite. Das finde ich ziemlich cool. Und ich falte währenddessen nochmal hier die Innenlagen einmal komplett mit Bergfalten vor. Dann schnappe ich mir direkt wieder 2 Verbinder. So. Und klebe die einmal hier ein, die Innenlagen. Einmal durchstecken. Auf die Rückseite. Einmal Kleber auftragen, einmal festkleben. Die zweite Seite auch gleich noch mit. Ob ich auch was getrunken habe? Ja, einen Schluck habe ich getrunken, Petra. Den Rest habe ich jetzt einmal quer durchs Zimmer geschüttet. Genau. Und gut, dass es wirklich nur der 3D-Druckrahmen war, der da im Weg stand. Der hat es nämlich ausgehalten, die kleine Wasserwelle. Und nein, das war keine Absicht, um die Vorteile des 3D-Drucks zu demonstrieren. Ganz so weit ist es dann nämlich doch noch nicht. So. Die erste Seite habe ich geklebt. Jetzt setze ich doch direkt den Verbinder auch auf der zweiten Seite ein. Petra, schreibt mir eine E-Mail, ja gerne. Schreibt mir mal eine E-Mail, ich hoffe auch, sie kommt an. Immer her mit deiner E-Mail. E-Mail-Adresse nach wie vor unverändert, E-Mails in kürzester Vergangenheit eigentlich auch immer angekommen. Aber wir hatten ja vor ein paar Monaten schon mal so ein Problem, ne, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, uns gegenseitig eine E-Mail zu schicken. Zur Not, Petra, über WhatsApp nochmal, wenn es irgendwas Dringendes ist und ich nicht auf die E-Mail reagiere. So.
Erste Blütenlage eingeklebt. Jetzt kommt die nächste Blütenlage. Ich falte wieder fleißig. Eine Bergfalte in der Mitte und jeweils eine rechts und eine links. Und klebe das Ganze hier einmal an. Dafür trage ich einmal hier um die angeklebten Klebelaschen Kleber auf der einen Seite. So, gucke ich wieder, dass ich die Spitze hier oben auch schön treffe. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Welche Grammatur ich hier verwende, 160 Gramm sind es. Ich kann gerade die Packung gleich mal schnell ranholen, wenn euch das interessiert. Die liegt nämlich noch hier neben mir, weil wir ja vor dem Stream noch schnell im Akkord die Teile geplottet haben. Ist auch ausnahmsweise mal A4-Papier, sonst nehme ich ja gern die großen Bögen. Aber das hier war dieses hier. Ups, die Packung liegt noch hier. Kann ich euch kurz ins Bild legen, für die, die es gerne wissen wollen. 160 Gramm A4-Format, 250 Blatt. Jetzt wisst ihr auch, warum es die Packung geworden ist, weil 250 Blatt einfach eine echt ordentliche Menge sind. Und das hat sich tatsächlich mit der Silhouette Cameo, ich habe das hier alles mit der alten Zweier geplottet, auch sehr gut schneiden lassen. Mit einem Durchgang. Ich schneide ja mein 220 Gramm Papier mit meinen alten Silhouette-Plottern immer mit 2 Durchgängen. Und bei den 160 Gramm genügt eben ein Durchgang. Und weil ich bei diesen beleuchteten Projekten das sowieso mag, wenn das Papier, sag ich mal, nicht so dick ist, weil dann eben ein bisschen mehr von dem Licht auch durchkommt, dachte ich, ist es durchaus sinnvoll, das einfach mal auszuprobieren mit den 160 Gramm. Was ich damit noch nicht gemacht habe, da kann ich euch nicht sagen, wie es da performt, ist, wenn man damit was wirklich Filigranes macht. Weil das hier sind jetzt ja alles, sage ich mal, relativ einfache, schlichte, großflächige Formen. Die haben super funktioniert. Was ich hier an Ecken sehe, hat auch super funktioniert. Habe ich aber auch mit meiner Standard-Überschnitteinstellung, sage ich mal, geschnitten. Ist jetzt also nicht super verwunderlich, dass ich da an und für sich ein gutes Schnittergebnis quasi rausgeholt habe. Das will gerade nicht so ganz, wie ich will. Da habe ich irgendwie schief geklebt. So ist okay, glaube ich. So. Also habe ich bisher eher für so, wie dieses Projekt jetzt, für so großflächigere Teile verwendet. Hat sich aber sehr gut schneiden lassen. So. Damit ist die zweite Lage auch dran. Und bei der dritten Lage ist jetzt wichtig, dass ich die erstmal nur an eine Seite anklebe. So ist zumindest der Plan, weil auf der anderen Seite dann einmal noch die Magnetteile dazwischen sollen. Ich falte hier auch wieder die Bergfalten einmal komplett vor. Ich habe auch hier wieder 3 Falten. Einmal in der Mitte, einmal hier an der Vertiefung rechts und einmal an der Vertiefung links. Und klebe das Ganze jetzt hier auf der einen Seite rechts und links auf und die andere Seite lasse ich dann noch offen, weil da dann erst diese Magnetschablonenform noch eingesetzt wird. Die muss ich auch noch komplett zusammenkleben, insofern werden wir dann gleich sehen. Ich überlege gerade, ob das aber andersrum schlauer wäre. Gebt mir mal einen Moment vor lauter Überschwemmung. Ob das nicht andersrum schlauer wäre, wenn ich die Magnetschablone erst auf die andere Seite klebe. Mache ich vielleicht. Guckt mal hier heute. Heute leben wir mal damit, dass das hier Holzleim ist, den wir einfach trocknen lassen können. Und wir bauen jetzt einfach erst die Magnetschablone und dann habe ich den Vorteil, es mir nochmal zu überlegen in der Zeit. So machen wir das. Ich hole mir einmal eine Unterlage ran für die Geschichte mit den Magneten, weil die dann nicht so leicht abhauen. Und habe hier die Magnetschablonenform. Da war ich mit der Anzahl auch nicht so ganz sicher, weil ich das eben mit dem 160 Gramm Papier auch noch nicht gemacht habe.
Bei dünnerem Papier hätte ich wahrscheinlich gesagt, brauche ich so 10 Lagen. Bei 220 Gramm Papier nehme ich normalerweise... Oh, ich werde direkt schon lachen. Bei 220 Gramm Papier nehme ich normalerweise nur 3 Lagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich stelle gerade eins fest. Schaut mal, ich habe das ganze Ding skaliert und habe die Magnetausschnitte nicht wieder kleiner gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich gerade Ausschnitte drin für 10 mm Magnete wahrscheinlich. Mal gucken, ob die reinpassen würden. Oder ob die genau nicht reinpassen. Ist aber nicht wild, ich klebe sonst trotzdem die 8er einfach rein. Ja, die 10er würden perfekt passen. Ich wollte eigentlich gerne wissen, ob die 8er auch ausreichen, aber da mir jetzt dieser kleine Fauxpas unterlaufen ist hier, baue ich halt die 10er ein. Das war nicht der Plan, eigentlich wollte ich 8er einbauen. Warum macht es einen Unterschied? Weil der 10er Magnet einfach größer ist und der größere Magnet einfach aufgrund von mehr magnetischer Masse in Anführungszeichen in sich natürlich auch ein bisschen stärker ist. Aber dann seht es mir nach, dann wird es jetzt mit einem 10er getestet und ich schreibe euch entsprechend auch die 10er als die dran, die ich einbauen würde. Wir merken das aber später auch, ob das so richtig schön satt zusammenschnappt oder ob das irgendwie ein bisschen mehr quasi sein dürfte. So, ich lege mir die hier trotzdem rein, das ist absolut kein Muss, aber ich mag das immer, mir die Magnetscheiben quasi hinzulegen, weil ich dann einfach quasi fixe Ausrichtungspunkte habe. Im Moment interessiert mich jetzt die Polung auch noch nicht besonders. Das mache ich nachher dann einmal sauber. Ich lege die da jetzt nur unten drunter quasi als Ausrichtungshilfe, um einfach erstmal diese Magnetschablone mehrfach aufeinander zu kleben. Dabei geht es einerseits darum, natürlich die Magnete nachher quasi gegenüberliegend möglichst exakt auszurichten, aber andererseits auch einfach, die so ein bisschen verschwinden zu lassen. So ist der Plan. Und es könnte sogar sein, dass ich da dann vielleicht den Plotter noch mal kurz anschalte. Muss ich dann gerade selber beim Drauflegen noch mal gucken, ob ich mir noch eine Decklage schneide. Aber das machen wir alles ganz entspannt. Wie ja gesagt, heute ist einfach Bastelabend angesagt. Und wie gesagt, mir ist immer wichtig, dass ich das alles wirklich durchgetestet habe. So. Und eben dann am Ende auch wirklich sicher bin, dass das alles so tut, wie es soll. Hier wäre es jetzt schön, wenn meine magnetische Unterlage ein Mühe größer wäre, ist sie aber nicht. Deshalb arbeiten wir einfach mit dem, was wir haben. So. Hier ist jetzt auch wieder großflächiger Kleberauftrag angesagt. Und beim Zusammenkleben quasi, ich muss 2 Teile ja mit Magnetschablone versehen. Dabei wird mir dann hoffentlich aufgehen, wie ich das persönlich irgendwie am besten finde. So ist zumindest der Plan. So, Kleber ist so ungefähr aufgetragen, würde ich sagen. Nächste Lage einfach einmal oben drauf. Ich hätte natürlich auch diese Schablonenform aus anderem Material schneiden können. Aber ich dachte, wenn ich jetzt schon dieses Material quasi hier für die Blume ausprobiere, dann einmal komplett. Ist aber für meine Verhältnisse quasi ein bisschen eine komische Zwischengrammatur, weil ich sonst eigentlich ja immer alles entweder mit 140 oder mit 220 Gramm umsetze. So, das hat hier oben so mittel funktioniert mit meiner Schablone. So, gut. Drücke ich das Ganze noch so ein bisschen an. Und würde jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich nur 3 Lagen davon vielleicht ein bisschen wenig sind. Das heißt, ich glaube, ich werde auch noch eine 4. kleben. Das merkt man ja so beim Drüberstreichen. Es geht bei dieser Schablonenform ja eben auch darum, die in der Tiefe, sage ich mal, so ein bisschen verschwinden zu lassen, die Magnete. Und dafür braucht man eben bei so dünnem Papier einfach eine Lage mehr. Die Kim wünscht sich eine Magnetgrößenaufbewahrungskiste. Speziell für meine Magnetgrößen, ob das möglich wäre. Wir haben jetzt ja schon ganz schön viele Magnetgrößen zuletzt verwendet. Wir hatten die 8er, also 8 mm Scheibenmagnete, 10 mm Scheibenmagnete. 5er hatten wir auch schon. Gute Frage, Kim. Ich überlege gerade, wie das aussehen könnte. Ich habe die auch in der Kiste drin, aber ich habe halt einfach so eine fertige gekaufte
Plastikkiste genommen. Aber ich habe auch noch viel mehr Magnetgrößen, die ich euch nur bisher erspart habe, die noch nicht offiziell in irgendwelchen Projekten verbaut wurden. Also ich habe noch ein paar Magnetgrößen mehr. Ich überlege mal, Kim, wenn es Klick macht, wie da quasi die optimale Aufbewahrung aussehen könnte, dann warum nicht? So, also, ich sag's euch. Es wird Zeit, dass ich wieder mehr Papierprojekte bastel. Ihr seht, ich bin außer Übung. Es geht nicht mehr ganz so flüssig von der Hand wie noch vor ein paar Wochen. Wir holen einfach mal die Walze und walzen das mal so richtig fest. Machen wir die Magnete dafür einmal aus dem Weg, dass wir wirklich richtig Druck auf alles bringen. Und hier oben sehe ich nämlich, dass ich da so eine Verschiebung drin habe, die mir gar nicht gefällt. Ich mich auch frage, wie ich das wieder geschafft habe. Muss ich nachher so ein bisschen zaubern, dass das trotzdem passt. Ich klebe mal die nächste Variante ohne Schablone dazwischen und gucke mal, ob das vielleicht mir heute leichter von der Hand geht. Es muss ja nicht an allen Tagen für einen selbst immer alles gleich funktionieren. Wie macht ihr das eigentlich? Legt ihr Magnete ein oder legt ihr keine Magnete ein? Legt man keine Magnete ein, sieht man die Öffnung besser. Ist aber vielleicht auch ein Grammaturthema, weil wenn ich das mit einem steiferen Papier mache, dann scheint es mit dieser Arretierung an den Magneten selbst ein bisschen besser zu funktionieren. Kann aber hier auch ein bisschen dran liegen, dass die Magnetgröße jetzt so ein bisschen random gerade ist. Weil ich das verpennt habe, nach der Größenanpassung für die komplette Blume auch die Magnetausschnitte nochmal anzupassen. Das heißt, das ist schon eine Baustelle, die ich mir nach dem Stream auf jeden Fall nochmal genau angucken muss, was ich da jetzt drin habe aktuell. Es sind jetzt wahrscheinlich genau 10 mm, weil es waren vorher 8, das Ganze wurde skaliert auf 125%. 25% von 8 ist 2, also 8 plus 2 ist 10. Wenn es vorher also saubere 8 waren, müssten es jetzt saubere 10 sein. So rein mathematisch. Ein Magnetspender, schreibt die Petra. Ja, die Magnetspender gibt es ja quasi online schon runterzuladen zum Ausdrucken. Ich habe mir auch mal einen gedruckt, einen fertigen quasi, den man runterladen konnte. Ich habe ihn aber nie benutzt. Also ist ein bisschen Geschmackssache wahrscheinlich am Ende. So, für mich war das jetzt so tatsächlich leichter als mit den Magneten drin. Wahrscheinlich, weil ich einfach jeden Ausschnitt schön sehen kann, jedes einzelne Loch für die Magnete. Mal sehen, ob es bei der nächsten Lage auch so ist. Und solange ich jetzt hier mich sehr bemühe, diese Magnetschablonen zusammenzukleben, dürft ihr mir mal schreiben, ob ihr überhaupt Muße habt für diese Geschichte mit den Magneten oder ob ihr hier im Endeffekt dann doch auf die Büroklammer zurückgreifen würdet. Denn ich habe ja am Anfang kurz gezeigt, dass man die Blume quasi auch mit einer Klammer zumachen kann. Bei den Klappsternen ging das nicht und bei den Klappsternen haben ja einige sich quasi auch gefragt oder Gedanken gemacht, ob man da nicht irgendwie hier anders zumachen könnte. Und bei der Fächerblume geht es jetzt, weil wir ja trotzdem offene Kanten haben und da irgendwie drankommen. Hier habe ich schlecht geklebt. Ich sag's euch. Hat das hier einer gesehen? Was ist denn heute bei mir los? Ich sag's. Heute ist der Wurm noch drin. Wir lassen uns nicht abschrecken. Wir arbeiten fleißig daran weiter. So. Kurzer Check. 3 Lagen hatte ich bei dem anderen, glaube ich, auch schon geklebt, ne? Kurzer Test. Ja, ich glaube, da könnte schon noch die eine noch drauf, die ich auch schon geschnitten habe. Ja. Ich sag's euch. Heute läuft's. Es ist noch sehr knapp, aber ja. Da kann ruhig noch eine weitere Lage oben drauf. Die Beatrice findet die Magnete eine tolle Lösung. Ohne Magnete meist. Da werde ich jetzt ja nicht schlau draus. Ohne Magnete meist, aber trotzdem findest du das mit dem Magneten eine tolle Lösung. Okay. Also es ist ja eigentlich immer schön sozusagen, wenn ihr es euch einfach selber aussuchen könnt.
wenn die Magnetlösung optional ist. Bei manchen Projekten geht es, bei anderen Projekten geht es halt nicht. Bei den Klappsternen ging es nicht anders, da musste ja irgendeine Art von Verschluss rein. Und weil die sich ja wirklich komplett schließen und auch komplett geschlossene Ränder, also Kanten ringsherum haben, gab es da nicht die Möglichkeit, sage ich mal, seitlich irgendwo eine Klammer reinzumachen. Das ging da einfach nicht. Wo es geht, ist es ja gut, wenn ihr selbst einfach die Wahl habt. Ich hoffe, ihr habt die 10er Magnete schon zur Hand. Ich bin irgendwann ja eigentlich von den 8ern auf die 10er umgestiegen, aus dem einfachen Grund, weil die 10 mm Scheibenmagnete günstiger sind als die 8er. Und dann dachte ich, wenn genug Platz im Projekt ist, warum soll man dann die 8 mm Magnete verwenden, wenn die teurer sind als die 10 mm Magnete, die ja stärker sind. Ja, so viele Varianten, so viel zu bedenken. Das habe ich ein bisschen schief geklebt, da werde ich gleich mit ein bisschen Gewalt wahrscheinlich nachhelfen müssen, dass ich da die Magnete auch reinkriege. Oder ich muss schnitzen, wir gucken. Ich tue mein Bestes, ich klebe auf jeden Fall hier auch die 4. Lage noch auf. Wahnsinn, was ich hier an Kleber gebraucht habe. So. Eigentlich wäre das auch wieder ein Anwendungsfall für meine Kleberkiste gewesen, das fällt mir jetzt erst ein. Bei so großen Flächen hätte man den Kleber vielleicht auch irgendwie aufrollen können. Wäre man auch schneller und ein bisschen präziser trotzdem wahrscheinlich unterwegs. Aber gut. Die Beatrice, danke, sorry, ich habe das falsch quasi zusammengesetzt. Du klebst die auch ohne Magnete drin. Du magst die Umsetzung mit Magnet, aber du klebst die meistens ohne die Magnete einzulegen. Jetzt habe ich es kapiert. Danke für die Rückmeldung. Mich interessiert es ja immer, wie ihr das handhabt und wie ihr das handelt. So, damit habe ich meine Schablonen soweit vorbereitet und jetzt muss ich selber kurz überlegen, wie ich das am sinnvollsten zusammensetze. Die Idee ist, dass die Schablone mit den Magneten logischerweise eingesetzt wird, hier einmal zwischen der Mittellage und dieser Außenlage, die ich jetzt gerade bewusst auf die Schnelle nicht aufgeklebt habe. Genau, weil ich mir gerade überlegt habe, dass es vielleicht einfacher ist, wenn wir hier ausnahmsweise andersrum arbeiten. Und ich glaube, das machen wir hier jetzt auch. Das heißt, ich nehme jetzt hier einmal meine Magnetschablone und klebe die äußere Lage quasi als Rückseite sozusagen auf die Magnetschablone. Dann brauche ich nicht noch eine weitere Abdeckung, weil wir in der Vergangenheit ja auch gelernt haben, dass es wichtig ist, möglichst wenig Lagen an Papier zwischen die Magnete, die zusammenhalten sollen, zu schaffen, weil umso dicker die Lagen sind, die wir zwischen die Magnete machen, umso weniger Anziehungskraft bleibt da dann noch übrig. Das heißt, ich werde wirklich meine Außenform als Abschlusslage für diese Magnetschablonenform verwenden. Das heißt, ich trage jetzt hier einfach nochmal Kleber auf der Magnetschablone. Einmal komplett bis hoch in die Spitze und decke jetzt hier meine Seite einmal ab. Das Teil ist eine Blütenaußenform quasi, die hatte ich auch schon vorgefaltet. Könnte ich jetzt auch nachträglich zur Not noch falten. Ist aber immer schöner, finde ich, wenn die Teile schon vorgefaltet sind. Und versuche jetzt hier auch wieder schön die Spitze zu treffen. Sehr gut. Und das gleiche mache ich hier auf der anderen Seite. Und dann können wir nämlich jetzt gleich von der anderen Seite, quasi von der Rückseite, unsere Magnete noch einsetzen. Ich glaube, das war dann so rum vielleicht doch ganz geschickt. So. Da kommt auch die vorgefaltete Variante einmal außen drauf. Hier unten in die Ecke, bis oben in die Ecke, bis hier hoch in die Spitze. Wunderbar. So, und jetzt geht es dann gleich ans Einsetzen der Magnete. Vorher vielleicht noch was zur Positionierung. Der Gedanke bei der Position der Löcher ist einfach der, dass wir hier unten quasi mittig, relativ nah am Blütenzentrum, einmal eine Verbindung zwischen den Elementen haben.
Dann auch hier außen, ich habe ganz bewusst links und rechts nach außen nochmal ein Magnet gesetzt. Das ist dann, wenn ihr hier an der fertigen Blüte schauen würdet, einmal diese Stelle, dass wirklich dieses äußere Blütenteil hier auch so ein bisschen zusammengehalten wird. Ja, und dann natürlich ganz oben in der Spitze und nochmal so ein Verbindungsteil in der Mitte. Ich mache das jetzt hier eigentlich gerne so, dass ich einfach gucke, dass ich quasi sortiere von der Polung her. Das heißt, ich baue die eigentlich jetzt alle auf der einen Seite gleich gepolt ein. Das heißt, ich klebe einfach den ersten Magnet ein, ohne mir irgendwie großartig Gedanken zu machen. Und bei den weiteren Magneten versuche ich jetzt aber eben pingelig darauf zu achten, dass die Klebefläche auch immer an der Unterseite liegt. Das ist bei dem hier schon mal nicht so. Ich probiere die also einfach aufeinander. Hier ist die Klebefläche unten und dann will ich jetzt die nächsten, die ich hier einklebe, auch so haben, dass, wenn ich die hier auf den schon eingeklebten drauflege, die Klebeseite auch unten liegt. Damit ist einfach gewährleistet, dass die Polung identisch ist. Und das eine, was ich auf jeden Fall mache, bevor ich das hochlade, ist, dass ich euch die Lochausschnitte noch ein Mühe größer mache. Das ist auch wieder einer für die andere Seite. Der schnappt hier ein. Der ist hier also richtig. Und ich darf mir gleich noch ein Werkzeug holen, mit dem ich noch mal ein bisschen mehr Druck drauf bringe, damit ich wirklich die Magnete noch schön in diese Vertiefung reindrücken kann. Der hier schnappt jetzt so drauf, dass hier einmal die Klebeseite oben liegt. Das ist also auch einer für die andere Seite. Den lege ich einmal weg. Und der hier schnappt wieder so auf, dass die Klebeseite unten liegt. Der passt. Das heißt, die verteile ich einfach hier schön. Und das liegt einfach daran, dass sie jetzt in dieser Art von Kiste immer im Wechsel drin sind. Dadurch habe ich immer einen, der eben jetzt von der Polung her genau auf die gegenüberliegende Seite gehört und einen, der hierhin gehört. So, der passt dann wieder. Oh, ja. Die 8 mm hätte ich jetzt hier natürlich spielend reingekriegt. Die werden aber halt auch nicht so präzise, sage ich mal, positioniert. Das ist wieder so ein bisschen die Kehrseite. Aber ich mache euch diese Magnetausschnitte einfach ein Mühe größer und dann ist das Problem auch gelöst. So. Ich schaue mal, ob ich das jetzt einfach hier mit der Hilfe von dem Falzbein in diese Vertiefung reinkriege oder ob ich da selbst erst noch mal ein bisschen irgendwie Hand anlegen muss. Das müsste ich eigentlich von hinten jetzt auch sehen. Nee, das ist immer noch vertieft. Wir gucken. Vielleicht steige ich doch noch auf die 8 mm um, weil ich die 10er nicht reinbekomme. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Dann wüssten wir auch, ob die 8er reichen. Ne? Das wäre wieder so die Kehrseite. Ich ärgere mich einfach darüber, dass ich vergessen habe, die Ausschnitte noch mal zu kontrollieren. Nach dem Skalieren. Aber daran sieht man wieder, wie wichtig das ist, dass man alles noch mal testet. Wir machen wirklich 8er rein. Dann wissen wir, ob das mit den 8ern gut klappt und ich mache die Löcher für die 10er entsprechend größer. Was? Die Kim schreibt, sie war am Sonntag auf Kreativmesse in Erlangen. Es gibt wieder einen Stand mit Verkauf von Golden Fix. Und hast du denen mal was erzählt, Kim? Dass wir nicht so glücklich sind mit dem Kleber. Das würde ich dir ja zutrauen, dass du dich mal an dem Stand hingestellt hast und einfach mal nachgefragt hast, was da los ist. Ich werde doch mal lachen. Ja, wir haben ja für uns selbst den Golden Fix jetzt einfach halt aussortiert, ne? Was will man machen? Irgendwas muss man ja tun. So, das ist jetzt das andere Extrem. Hier habe ich jetzt viel Platz, aber dafür muss ich keine Gewalt anwenden, um den Magnet reinzukriegen in das Loch. Das bitte ich direkt auch meinen Mann, mein lieber Mann, du darfst das bitte für mich aufschreiben, damit ich nachher das direkt mache. Einmal die Magnetausschnitte anpassen. So, ich bin hier vorschnell. Ich erwische hier gerade auch immer eigentlich die Gegenpolung. Ich sortiere wieder genauso wie gerade. Ich versuche das jetzt nur so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen, um euch nicht unnötig irgendwie hier zu langweilen. Ich glaube, der spannende Teil ist nachher der, ob es wirklich funktioniert. Oder ob es nicht funktioniert. Aber das Gute ist, dass ich jetzt schon merke, von der Höhe her ist es hier mit den 4 Lagen gut gegangen.
Aber das hat eigentlich quasi, mathematisch macht das auch Sinn, weil das jetzt halt einfach so ein Mittelweg ist zwischen den 140 und den 220 Gramm. Und ich mich jetzt von der Lagenanzahl auch für ein Mittelding entschieden habe. So. Gut. Wie hättet ihr das jetzt hier gemacht? Versucht die 10 mm irgendwie auf Biegen und Brechen reinzukriegen oder doch auch lieber, wenn vorhanden, auf die 8er umgestiegen? Würde mich interessieren. Das ist witzig, weil ihr seid halt jetzt wirklich immer dann auch bei den Prototypen und bei den eigentlichen Tests dabei. Und selbst wenn ich jetzt ohne euch gebastelt hätte, nicht im Livestream, hätte ich das genauso gemacht. Das heißt, ich hätte das einfach verbastelt, weil ich schmeiße jetzt ja nicht das ganze Teil weg, nur weil die Löcher jetzt irgendwie ein bisschen knapp sitzen, das wäre ja Quatsch. Sondern versuche natürlich immer, dann doch irgendwie das Beste draus zu machen. Gut. 8 mm Magnete sind an Ort und Stelle. Jetzt lasst mich kurz nachdenken. Ich glaube, im Endeffekt muss ich jetzt nicht mehr tun, als das hier draufkleben. Ja, wunderbar. Und dafür ist es eben auch wirklich schön, wenn die in der Tiefe, sage ich mal, hier schön einsinken, weil die dann einfach wirklich hier auch gut gehalten werden. Und jetzt, Achtung, zeige ich euch auch, warum wir das von der Reihenfolge her so rum und nicht andersrum gemacht haben. Hätte ich das andersrum gemacht, schaut mal, dann hätte ich jetzt hier einfach das Problem, wenn ich dieses Teil hier aufbringe, dass ich diese Magnete hier ganz rechts und ganz links nirgendwo festkleben kann. Die hätte ich mit Klebefläche nach oben legen müssen und dann von oben zukleben. Das würde natürlich zur Not auch gehen, aber ich fand das jetzt von der Idee her so komfortabler, weil ich eben diese große Fläche als Abschlussfläche habe und jeder Magnet auch schon an seinem Platz sitzt. Und jetzt klebe ich eben diese Außenlage mit der vorbereiteten Innenlage zusammen. Nochmal zur Erinnerung, hier habe ich die beiden kleinen Innenblütenformen in die Verbinder eingesetzt und dann die Mittellage einmal auf beiden Seiten aufgeklebt. Und dieses Teil klebe ich jetzt hier auf die zwei Außenformen, die ich wiederum an der Magnetschablone angeklebt habe. Also hier einmal außen auf der Magnetschablone quasi die beiden Außenformen, die eingesetzten Magnete und hier klebe ich das Ganze jetzt einmal auf. Und damit habe ich dann nämlich mein Segment mit eingebauten Magneten und hier in diesem Innenbereich sind die nicht abgedeckt. Das heißt, wenn man hier ganz von der Seite reinschaut, wird man in den einen Magnet dann quasi sehen. Seht ihr nachher auch. Das nehme ich hier aber in Kauf. Also ich finde es Quatsch, hier noch mehr dicke Lagen quasi reinzupacken. Ich könnte diese Magnetschablonenform nochmal ohne Ausschnitte schneiden und es zukleben. Das ist das, worüber ich vorhin kurz laut nachgedacht habe. Aber das sitzt sowieso in der Blume. Halte ich hier persönlich für Quatsch. Das macht das Ganze nur unnötig noch dicker. Das sind aber eben manchmal so Abwägungen, die man da treffen muss, wo man einfach überlegen muss, was ist einem wichtiger, dass man aus keinem Winkel von irgendwo den Magnet sieht oder dass das Ganze nicht dicker wird, als es unbedingt sein muss. Da muss man halt immer selber so ein bisschen abwägen, wie man es gerne haben will. So, beim Aufkleben ist jetzt wichtig, dass ich trotzdem, so wie bei den normalen Segmenten, daran denke, dass ich hier innerhalb meiner Faltlinien bleiben muss. Das heißt, da, wo ich vorhin eigentlich schon mal Kleber hatte, und das Ding dann zum Retten quasi zur Seite gelegt habe, muss ich jetzt einfach wieder Kleber auftragen. Und das Ding ist schon relativ leer, das heißt, wir füllen jetzt einfach nochmal nach. Ganz entspannt. Ob die auch zum Aufhängen ist, die Blume? Ich würde jetzt sagen, du stellst mich vor die eine Sache, die noch nicht gelöst ist, aber mit 7 Segmenten, wenn das so aufgeht, wie ich mir es vorstelle, kannst du sie nachher auf jeden Fall aufhängen. Beantworte ich nachher final, wenn ich weiß, ob die anderen Erweiterungen reinpassen. Und ansonsten eine Scheibe quasi, wo du einen Faden dran machen kannst, kann ich dir auf jeden Fall machen, Jonna. Also aufhängen wird funktionieren. Wäre Quatsch, wenn das nicht ginge. Zur allergrößten Not könnte man ein Loch reinmachen und könnte einen Faden durchziehen. Selbst das ginge, wenn es gar nicht anders ist. Aber ich glaube, es geht auch schicker. Dann hätten wir aber wirklich alles abgedeckt. Ne? Die kann dann frei stehen, sie kann hängen. Haben wir wirklich alle möglichen. Sie kann auf auf die Stableuchte drauf. Die kann dann alles. Das ist dann die bis jetzt vielseitigste Variante. So. Irgendwo hier gibt es auch Küchenrolle.
Sorry, kurze Nachfüllpause. Mein Wasser lasse ich jetzt erstmal weg. Bevor ich hier wieder für Überschwemmung sorge. Eine Überschwemmung pro Stream muss ausreichen. Mehr als eine ist untragbar. So. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich bastel hier so munter vor mich hin, dabei merke ich immer gar nicht, wie die Zeit wäre. Ja, 21:36 Uhr, okay. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, dass es doch schon wieder so spät ist. Aber so ist es. Wenn ich bastel, ist es vorprogrammiert, dass es hier länger dauert. So. Diese Zwischenlagen, die bringen natürlich zusätzliche Dicke ins Spiel. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Irgendwo müssen die Magnete hin. Deshalb ist es auch so ein bisschen Abwägungssache, weil auch die Magnetvariante, sage ich mal, nicht völlig unsichtbar ist. Kann man auch sagen, ob ich jetzt diese zusätzliche Dicke für die Magnete dazwischen drin habe oder ob ich stattdessen irgendwo eine Büroklammer sitzen habe, ist mir wurscht. Auch wieder einfach eurem Gusto quasi überlassen. Auf dieser Seite sind jetzt die Magnete eingesetzt und ich schließe das Ganze auf der Seite wie ein normales Segment ab. So. Die eierlegende Wollmilchsau. Ja, das ist auf jeden Fall die eierlegende Wollmilchsau unter den Fächerblumen, weil man kann sie flach falten. Man kann sie also selbst aufstellen, auf die Stableuchte drauf bauen, wenn es funktioniert. Ich will nichts Falsches versprechen, wir testen es nachher noch. Aufhängen dann bitte auch, mit Akkulampe beleuchten. Falls es mit der Stableuchte funktioniert, würde aber alternativ zur Akkuleuchte natürlich auch die stromgebundene Beleuchtung funktionieren. Das müsste ja dann wirklich für jeden quasi was dabei sein. Für jeden, der irgendwie irgendeine Art von Blume gebrauchen kann. So. Die eine Hälfte der Spitze wieder möglichst passend hier oben und die andere Hälfte. Wunderbar. Und entscheidend eben für das Einsetzen der Akkulampe, aber ich glaube, das habt ihr alle schon verstanden, ist dieser Ausschnitt hier unten. Ich hoffe sehr, dass ich den auch richtig berücksichtigt habe. Und es nicht nachher, wenn die Blume so gut wie fertig ist, ein böses Erwachen gibt. Aber wir werden es sehen. So, ein Abschlusssegment ist geschafft. Das zweite mache ich jetzt ganz genauso. Das heißt, ich klebe auch hier wieder diese Außenlagen einmal an dieser Form fest. Da muss ich jetzt ganz kurz gucken, weil die eine Außenlage eingerissen war. Da muss ich den Plotter eventuell noch mal kurz einschalten. Oder schauen, ob das nicht so wild ist und ich damit leben kann. Ach, das ist aber die ich vorhin auch überschwemmt habe. Vergesst es, ich mache ganz kurz den Plotter an. Ich hau mir hier einmal ein Blatt Papier auf die Matte. Ja, das Teil ist sowieso auch nass geworden. Diese Entscheidung wurde mir also tatsächlich abgenommen. Müssen wir uns darüber schon mal keinen Kopf machen. Mit allen Widrigkeiten habe ich 34 Minuten gebraucht. Oh mein Gott, das zweite geht hoffentlich schneller. Du hast mitgestoppt. Mensch, du sollst auch mitstoppen, wenn ich schnell bin und nicht, wenn gerade alles schief geht. Ja, so ist es. Live im Stream gibt es einfach auch harte Fakten und die völlig ungeschönte Realität. So, ihr Lieben, es tackert und klackert jetzt gleich ein bisschen im Hintergrund. Ihr hört es wahrscheinlich auch, weil es die gute alte Cameo 2 ist. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Ich schalte es einfach mal an. So. Und klebe dabei munter weiter. Dann bereite ich eben auch hier erst wieder den inneren Teil vor, solange der Plotter hier noch arbeitet. So, Annika, jetzt nochmal. Mitstoppen ab jetzt. Ab jetzt wäre gut. Jetzt ist aber die Herausforderung, trotzdem alles richtig zu machen und nicht zu sehr in den Akkordmodus zu verfallen. Ne? Genau, geht schon los. Geht schon los damit, dass man das hier gleich mal falsch anklebt. Hier ist ja nur zur Orientierung. Alles gut, ich finde es sehr vorbildlich, dass du dir gleich Gedanken gemacht hast, nachdem ich vorhin gesagt habe, es würde mich ja mal interessieren, wie lange ich brauche, dass du mir jetzt hier gleich die Zeit genommen hast, finde ich super.
Ach, das war's schon mit Lärm. Wunderbar. Also ihr seht, das geht auch sehr schnell mit dem Schneiden einzelner Teile. Entsprechend war das vorhin auch wirklich so ein bisschen Akkordarbeit. Immer 2 Blatt A4 auf die große Matte, anschalten, Projekt erneut ausführen. Und dann ist man da relativ schnell durch die einzelnen Projekte. Läuft sehr gut. Oh nein, jetzt fühle ich mich gechallenged und guck mal, wie schnell ich das hier hinkriege. So, das ist dann das erste große Auftragsprojekt für dieses Jahr gewesen, an dem mal wieder die Maren schuld ist. Aber Maren, du siehst, dein Vorgabenkatalog war so spezifisch, dass ich irgendwie Lust hatte auf die Challenge. Es muss einfach immer gerade passen. Und ich muss euch da ja eigentlich noch was gestehen. Was heißt gestehen? Es hat mit euch eigentlich ganz wenig zu tun. Es betrifft euch erst später, wenn ihr die Resultate kriegt. Ich habe diese Woche wieder viel programmiert und habe unter anderem an einer App gearbeitet, an einer eigenen Zeichen-App für mich, die vektorbasiert so zeichnet, wie ich das gerne hätte. Ich habe ja immer schon irgendwie direkt vektorbasiert gearbeitet und hatte in der Vergangenheit dafür eigentlich quasi Display-Touch-Geräte, auf denen man aber direkt Windows-Vollversion laufen lassen kann, weil ich das sehr mag, wenn ich direkt in Illustrator zeichnen kann. Aber diese Microsoft-Geräte, die haben immer gerne irgendwie ein Hitzeproblem. Dann habe ich natürlich auch seit Jahren ein iPad, auf dem ich auch zeichne. Aber die ganzen App-basierten Software-Varianten können immer nicht genau das, was ich gerne hätte. Und da ich gerade sowas von im Programmierungsdschungel und Modus bin, habe ich diese Woche unter anderem auch einige Zeit investiert, um eine eigene App zum Zeichnen für mich mit dem iPad zu schreiben, die mir einfach das Leben ein bisschen leichter macht, die mir ein bisschen was von der Nachbearbeitung abnimmt. Ist auch noch längst nicht fertig, macht mir aber gerade Spaß. Und wenn es dann am Ende funktioniert, macht es mir erst recht noch mehr Spaß. Und ich wäre schneller darin, sage ich mal, Dateien auch shopfertig zu machen, weil ich einfach weniger nacharbeiten müsste. Das würde ich ganz toll finden. Betrifft euch, wie gesagt, nur indirekt, weil ihr kriegt dann ja im Endeffekt das fertige Resultat. Aber das würde auch heißen, dass es mal wieder ein bisschen mehr gezeichnete Motive gibt, weil es da eigentlich auch immer das wirklich sauber plotfähig machen ist, was mich irgendwie nervt. Was mich davon abhält, schneller zu sein mit neuen Motiven. So. Ich bin gespannt, Annika. Das ist jetzt gerade Challenge accepted. Es muss nur am Ende auch trotzdem alles zusammenpassen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich nicht zu zügig arbeite, sondern auch wirklich noch sauber genug. Wo wir gerade Zeit zum Plaudern haben. Wie ist es denn eigentlich? Wie gefällt euch bisher die 365 Tage Inspirationsreihe, die ich ja auf der Facebook-Seite angefangen habe? Guckt ihr euch das an? Schaut ihr euch die Fotos an? Animiert euch das vielleicht auch, sage ich mal, alte Projekte mal wieder hochzuholen und zu plotten? Bei ein paar weiß ich, funktioniert es, weil ich kriege jetzt immer schon mal zwischendurch noch neue Kundenfotos. Aber es ist ja immer noch relativ neu, es sind gerade erst gut 2 Wochen von einem Jahr geschafft. Bis jetzt hat es geklappt, dass jeden Tag pünktlich ein Inspirationspost auch online gegangen ist. Toi, 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 dass mir das auch weiterhin so gelingt. Ist ja kein Weltrekordversuch. Nee, ist es nett, Heike. Ist es nett. Das ist jetzt Miriam gegen Miriam. Also ich gegen mich selbst. Ja, kann ich. Kann mich sehr gut selbst stressen. Aber ich denke auch immer, ich will eure Geduld nicht überstrapazieren, weil ihr könnt jetzt gerade nicht mitbasteln. Ich weiß sowieso nicht, wie sehr euch das überhaupt gefällt oder ob euch das eigentlich langweilt. Aber dann kriegt ihr die ganzen kleinen, vielen Fallstricke, die in so einem Projekt stecken, einfach immer gleich direkt mit. Wisst jetzt sofort schon, was ihr tut und was ihr besser nicht tut. Kein Wasser über euer fertiges Projekt schütten zum Beispiel. Spaß. Aber ich glaube tatsächlich, die Fitten von euch, die haben jetzt den Zusammenbau trotzdem schon verinnerlicht und könnten sofort loslegen, sobald das Ding im Shop ist. So.
Innenlagen sind vorbereitet. Die fehlende Außenlage hat der Plotter in der Zwischenzeit erfolgreich geschnitten. Die falte ich jetzt auch einmal vor. Beatrice findet die Inspiration mega, das freut mich. Die Marina schreibt schon, die App ist gut für ihre Schnörkel. Ja, Marina, genau dafür ist die App gut. Du würdest dich köstlichstens amüsieren über mich, aber genau dafür ist diese App. Die hat eigene Stabilisatoren, damit ich hübscher, einfacher Schnörkel zeichnen kann. Die hat spezielle Snapping-Modi quasi, die mir dabei helfen, dass die Pfade, die aufeinandertreffen, auch wirklich sauber aufeinandertreffen, ohne dass ich jeden Punkt einzeln verschieben muss. Und ich war ganz fasziniert, dass man das, sage ich mal, relativ einfach irgendwie selbst realisieren kann. Aber ich habe halt auch sehr, sehr spezifische Vorstellungen. Und natürlich, wenn man für sich selbst so ein Tool baut, was dann genau das kann, was es können soll, ja, das ist natürlich wunderbar. Also ich bin gerade ganz glücklich darüber. Meine Webseite kriegt auch jede Menge Zusatzfunktionen gerade immer noch für mich, die es mir einfach erleichtern, für euch die Sachen leichter und besser und schneller in den Shop zu kriegen. Ich weiß, das sah jetzt in der letzten Woche nicht so aus. Ich weiß, ihr wartet immer noch auf Projekte, die in den Shop sollen. Das ist aber deshalb, weil das immer alles parallel läuft und irgendwie mein Hirn an keiner dieser Stellen gut locker lassen kann. Ich bin auch heute Nacht, nur dass ihr so ein bisschen eine Idee habt, also ich gehe normalerweise so um 2 ins Bett. Dann hatte ich aber noch so eine Liste an, ach komm, ich mache meine App nochmal schnell auf und versuche was zu zeichnen. Dann sind mir gleich wieder 5 Sachen aufgefallen. Dann schreibe ich die normalerweise in eine Notizen-App und denke, das machst du dann das nächste Mal, wenn du wieder programmierst. Ja, dann bin ich wieder aufgestanden und habe bis um 4 oder halb 5 nochmal an der App gearbeitet und dann bin ich wieder schlafen gegangen. Und das ist ungefähr ein normaler Wahnsinn bei mir, weil wenn ich an irgendeinem Problem oder Projekt arbeite, dann lässt mir das halt keine Ruhe. Und dann hilft es auch nichts, dass ich genau weiß, dass es jetzt eigentlich cool wäre, wenn ich erstmal noch diese 3 Dateien fertig machen würde. Es gibt dann keine Ruhe, nicht eher, als dass gewisse Probleme quasi gelöst sind. So. Ah, Florian fragt nochmal wegen dem Event. Ja, da könnte die Zeit sehr gut genutzt werden, um Fragen zu stellen. Das ist sehr gut, Florian, dass du nochmal Werbung machst. Wir sind nämlich leider noch nicht genug. 2 Mitstreiter würden uns noch fehlen zum Bastel-Event. Also falls jemand noch überlegt, 2 Plätze wären noch zu haben auf jeden Fall. Und wir würden uns freuen über weitere Gleichgesinnte. So. Zurück zum Projekt. Ich habe hier quasi einmal die Seite untergelegt, wo ich die Magnete schon eingesetzt habe. Und jetzt lege ich die andere Magnetschablone einfach offen dagegen. Und das hilft mir jetzt wieder dabei, die Magnete hier richtig rum einzusetzen. Ich versuche jetzt hier, weil ich ja auch so ein bisschen Spiel jetzt leider in meiner Schablone habe, wegen meinem bekannten hier Skalierungsproblem, das möglichst akkurat aufeinander zu legen, damit die hier in sich auch schön an Ort und Stelle fallen. Ich glaube, das wird trotzdem ganz gut sein. Es fühlt sich jedenfalls schon gut an, weil es schnappt schon gut gegen. So. Und hier arbeite ich mich jetzt einfach rucki-zucki durch und setze hier quasi die Magnete ein. Bevor ich es zuklebe, können wir auch gerade mal ein bisschen dran ziehen und mal testen, wie gut es wirklich hält. So. Hoch. Einen noch hier oben. Sehr gut. Ja. Schnapp. Ich glaube, das schaut gut aus. Das heißt, ich bin jetzt mutig und klebe auch dieses Teil einmal komplett zu. Das heißt, ich nehme hier meine Lagen, die ich vorbereitet habe und trage einmal komplett Kleber auf. Zwischen den Faltlinien, also diese seitlichen Bereiche, lasse ich komplett frei. Und dann muss ich gleich erstmal aufräumen. Die Finger sind voller Kleber, überall fliegen kleine Abdeckungszettelchen rum. Sieht so richtig schön aus wie auf so einem Bastelschlachtfeld. So, ich versuche das möglichst akkurat einfach wieder hier an der unteren Kante zu positionieren.
So, und hier oben logischerweise auch. Das heißt, ich trenne jetzt gerade mal den magnetischen Teil hier einmal ab, damit ich erstmal hier die Teile wirklich schön miteinander verbinden kann. Ein Magnet fehlt. Was? Es fehlt ein Magnet? Ich habe ein Magnet vergessen? Oh, da kommt mein Mann ja rechtzeitig. Ach, ja, aber den hätte ich doch gleich noch reinmachen können. Ach Mensch, jetzt habe ich schon Panik gekriegt. Danke trotzdem. Da fehlt einer. Danke, ihr seid echt auf Zack. Den kriege ich nachträglich noch rein. Wie gut, dass ihr aufpasst. Das hat man von seinem Akkord. Jetzt muss man mal gucken, wo ich das jetzt gerade abgelöst habe, ob das dann noch hält oder ob ich jetzt gleich nochmal Kleber drauf machen muss. Vergesst. Ah, vergesst. Komm. Also komm. Wir machen erst den Magnet rein. So. Dann halt nochmal Kleber drauf. Danke fürs Aufpassen. Jetzt hoffe ich, dass es mir nicht zu weich und zu nass wird durch noch eine Schicht Kleber. Da war ich zuvor schnell beim wieder runterholen, aber ich habe ein bisschen Panik gekriegt. Weil ich ja nicht wissen konnte, welcher fehlt. Sag's euch, ich sag ja, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Eigentlich habe ich, glaube ich, keinen geärgert. Ich wüsste nicht, wo ich mir irgendwie jetzt hier mein schlechtes Karma hätte abholen sollen, aber okay. Wenn sonst nichts ist, ne? Ihr seid ja geduldig mit mir. Wir fangen trotzdem wieder schön unten an. Ich nehme diesmal wieder hier hinten dran den Teil mit den Magneten weg. So, dass ich wirklich hier oben an der Spitze schön gucken kann. So, eine Seite, andere Seite. So, das irritiert am Anfang so ein bisschen, weil es ist jetzt in sich natürlich schon dicker, aber die Dicke war insgesamt sehr gut gewählt. Soll heißen, meine Magnete sind wirklich schön bündig in dem Ganzen eingeschlossen. Und guckt hier an der Seite da, der wäre es gewesen. An den wäre ich noch dran gekommen. 1 Minute Toleranz, okay. So lange hat es gedauert zwischen du hast geschrieben, bis es wirklich hier angekommen ist. Das wäre ja hart. Da brauchen wir irgendein schnelleres Kommunikationsmittel für die Zukunft. Irgendein Alarm oder sowas, der losgeht. In dem Moment, in dem ich es verkacke. Nicht erst dann 1 Minute später, wenn es schon zugeklebt ist. Aber ihr wart ja rechtzeitig. Dank der Tatsache, dass mein Mann extra hergekommen ist. Gelesen hätte ich es wahrscheinlich zu spät. So. Gut. Eine Seite. Noch eine Seite. Bis hoch in die Spitze. So, Achtung, Annika, ist dein Finger bereit, um zu stoppen? Trotz Magnetpanne. Die Magnetpanne hat jetzt natürlich meine Zeit wieder versaut, ne? Das habe ich so zügig gearbeitet vorher. Nochmal runter wieder drauf. Hat jetzt natürlich auch wieder Zeit gekostet, aber egal. So. Letztes Modul, letztes Segment verschlossen. Und beim Aufkleben auf die Blume muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass die Magnetseiten die Seiten sind, die ich jetzt nicht festklebe, weil die natürlich die Verschlussseiten sind, die nachher offen bleiben müssen. So, das heißt, ich achte jetzt beim Aufkleben darauf, dass die Magnetseite jeweils oben liegt und genau nicht an der Seite, die ich festklebe. Das ist ein bisschen tricky tatsächlich, aber man merkt es eigentlich, weil es ist die dicke Seite. Gut. Das heißt, ich trage jetzt hier wieder Kleber auf meinen Stapel, bis ran an die Faltlinie, einmal auf die ganze Fläche, bis hoch in die Spitze, so. Und wo ich gerade diese riesen Flächen klebe, hätte ich tatsächlich auch Lust, mal wieder was Filigraneres zu kleben. Vielleicht fällt mir da demnächst auch mal wieder was ein. Ein bisschen präzisere Klebearbeit erfordert. So, dann klebe ich jetzt hier dieses Segment mit dem Magnetverschluss einmal so auf, dass die Magnete oben liegen und kontrolliere auch hier quasi den Übergang hier an den Spitzen. Das ist auch ein bisschen mit der Grund, warum ich den Kleber gar so großzügig auftrage, damit ich so ein kleines bisschen die Möglichkeit habe,
das Ganze hin und her zu schieben, wenn ich das hier befestige. Dass man einfach so ein bisschen Spiel hat beim Befestigen. So, bis hier ganz nach außen. Jetzt zählen wir nochmal zur Sicherheit. Das hier ist die 1, die 2, 3, 4, 5. Passt. Das heißt, das hier ist jetzt tatsächlich das 6. und letzte. Und das kleben wir auch wieder so auf, dass die Magnete oben liegen. Und ich bin sehr gespannt, ob die 8 mm Magnete das schaffen. Oder ob ich da dann trotzdem noch mit einer Büroklammer nachhelfen muss. Das wäre ein bisschen traurig. Aber es wäre eine Erkenntnis. Alles für die Bastelwissenschaft, ja. Ach ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Für mich war klar, ich muss diese große Blume auf jeden Fall noch kleben. Ihr seht hier einmal in Echtzeit, wie aufwendig das ist. Dann kann man für sich auch abschätzen, ob einem das zu aufwendig ist oder ob man Bock hat auf das Projekt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja in der Vergangenheit immer alleine da gestanden und die Anleitungsvideos aufgenommen. Und dann steht man halt hier stattdessen 2 Stunden alleine, spricht mit sich selbst. Das ist so für mich wirklich viel netter mit euch dabei. Deshalb bin ich ganz froh, dass es ein paar von euch so super geduldig mitmachen und mir hier Gesellschaft leisten beim Entstehen dieser neuen Projekte. Also es fühlt sich jedenfalls auch mit diesen 160 Gramm in Summe schon ganz schön massiv an, aber wir haben natürlich jetzt auch schon eine ganz ordentliche Lagenzahl insgesamt zusammengeklebt. So, ich traue mich kaum. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Erstmal Finger sauber machen, oder? Kleber zuschrauben. Wahrscheinlich fällt mir gleich noch irgendeine Stelle auf, wo ich nochmal nachkleben muss. Ich bin nervös. Aufgeregt. Ich räume mal ein bisschen ab. So. Gleich, wenn ihr wieder die Kamera von vorne seht, seht ihr den ganzen Dreck trotzdem noch. Maren, jetzt gilt's. Ich hoffe, es funktioniert auf Anhieb. Ich habe jetzt den Kleber natürlich nicht trocknen lassen. Bitte halte. Bitte halte. Achtung. Wir stellen es direkt auf. Ja, es steht. Zack. Tada! Das ist der Tada-Moment. Ja, guckt mal. Ist es nicht cool? Es steht hier unten an der Seite, hier ist jetzt die Seite quasi, wo die Lage eben entsprechend dicker ist. Ha, wundervoll. Mit 8 mm Magnet improvisiert ins 10 mm Magnetloch. Es steht. Jetzt besorge ich uns die Lampe bei meinem Mann und wir beleuchten das Ding. Wir beleuchten das Ding. Juhu! Das ist dann am Ende, wenn es sich dann lohnt, ist man dann glücklich. Dankeschön. Die Lampe. Jetzt müssen wir auch noch gucken, ob ich irgendwo eine Fernbedienung für das Ding habe. Ja. Und jetzt Patsch draufhauen. Nee, nein. Licht an. Einmal öffnen. Hoffen, dass meine Mathematik ausreichend gut ist. Einsetzen. Schließen. Aufstellen. Achtung. Und einmal Licht dimmen. Oh. So vielleicht? Haha. Ja, guckt mal, ich bin happy. Wir machen mal noch dunkler. Achtung, noch dunkler. Da ist sie. Da ist sie. Und tatsächlich ist es fast schade, dass euch die Kamera das nicht noch besser einfällt, wie schön das hier tatsächlich leuchtet. Und das ist jetzt alles 160 Gramm Papier. Stellt euch jetzt bitte vor, dass ihr hier oben für diese langen Teile Transparentpapier nehmt und hier auch. Und dann würde sich hier vorne die Blüte halt einfach nochmal dunkel gegen diese anderen Teile absetzen. Aber ich finde es so auch schon mega. Und ich zeige es euch auch mal von der Seite. Ja, guckt mal. Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen, dass man eben jetzt nicht durch und durch nur aufs Leuchtmittel schaut, sondern dass ihr wirklich hier an der Seite auch nochmal so richtig schön abgesetzt diese Blütenlagen habt. Ha.
ich bin glücklich. Da fehlt immer noch ein Magnet unten rechts. Was? Wo? Ich dachte, ich habe sie jetzt alle. Wir gucken. Da fehlt eine. Wo fehlt da eine? Macht mich bitte nicht fertig. Also, selbst wenn einer fehlt, ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Also, ne? Ihr seht, ich hebe das Ding rum, ich bewege das Teil, es passiert nichts. Und es funktioniert mit 8 mm Magneten. Da ist es jetzt fast gut, dass wir doch die 8er eingebaut haben und nicht die 10er. Jetzt brauchen wir wieder ein kleines bisschen mehr Licht, dass ihr mich auch noch seht. Ha. Bin ich hier wie völlig im Dunkeln stehend dran. Ja, jetzt kann ich aufatmen, ich bin glücklich. Es hat geklappt. Es hat funktioniert. So, und jetzt kommen die schwierigen weiteren Fragen und Tests, korrekt? Frage, was nehme ich für 160 Gramm Papier? Kann ich gleich nochmal ranholen, habe ich vorhin kurz gezeigt, ist eigentlich ein Druckerpapier. Kann ich euch gleich nochmal unter die Kamera legen. Florian hat was falsch verstanden, was das Blatthauen angeht. Ja. Ach Gott. Hatte geschrieben, unten rechts. Ich teste das jetzt. Wir finden jetzt sofort raus, ob überall Magnete drin sind oder nicht. Wir sind ja schlaue Hörnchen. Wir schaffen das. Ich schalte euch nochmal um und mache die Lichter wieder an. Es wird wieder hell. Richtig hell. Und wir machen die Blume einmal gemeinsam auf. Schaut mal. Hier seht ihr es auch nochmal. Hier. Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Ich muss die Kamera mal ein Stück hochfahren, damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Also ihr seht, die ist wirklich, sag ich mal, dezent riesig geworden. Aber ich dachte, ich nutze hier das A4-Format einfach auch quasi einmal sinnvoll aus. Und wenn man das hier seitlich, kann man da reinlunzen? Hier könnt ihr es, glaube ich, so ein bisschen sehen. Vielleicht, wenn die Lampe aus wäre, ne? Wir gucken nochmal zusammen rein. Ich habe hier einfach den Ausschnitt quasi so gewählt, ne, dass ihr die Lampe hier reinlegen könnt und die dann in der Blüte innen drin liegt. Ich habe den Ausschnitt genommen, der zu der ursprünglich verlinkten Lampe passt. Diese Lampe haben wir ja quasi in der Zwischenzeit schon mal geändert, wenn man so will, weil die auch immer wieder ausverkauft sind. Also es ist ein kleines bisschen mehr Platz, aber sie wird eben trotzdem gehalten. Sie fällt jetzt auch nicht großartig da innen drin rum. Ich glaube, das ist in sich so ganz gut geworden. Und jetzt teste ich, wo ich den Magnet vergessen habe. Ob ich ihn vergessen habe. Wenn ja, ist eh zu spät, weil ich kriege es jetzt nicht mehr auf, ohne irgendwas kaputt zu machen. Aber eigentlich müssten wir das jetzt ganz gut rausfinden können, indem wir einfach von außen... Hier ist auf jeden Fall ein Magnet drin, hier auch. Unten, außen, außen. Also auf der Seite sind sie alle da. Hier ist einer. Hier ist einer, hier ist einer, hier auch, hier auch, hier auch. Ne, ich glaube, ich habe sie alle. Puh. Ja, was auch immer ich da benutzt habe, ihr kennt mich, ich verlinke euch das alles. Und wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, fragt gerne. Wir checken jetzt einmal gemeinsam, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dabei was kaputt zu machen, aber besser ich an meinem Projekt als ihr an eurem Projekt, wie das aussieht mit der Stableuchte. Abgesehen davon, dass die ultra eingestaubt ist. Hier habe ich das Teil noch stehen. Das war damals der Aufsatz quasi, der eben aber für eine 7-Teilung gemacht ist. Und ich gehe jetzt bei meinem Test auch von der 7-Teilung aus. Das heißt, die Idee wäre, wenn ihr das mit der Stableuchte kombinieren wollt, dass man nicht mit 6 Segmenten arbeitet, die frei stehen, sondern mit 7 Segmenten. Das heißt, ich fädel jetzt die Blume hier trotzdem einmal durch. Wie machen wir das? Wir lassen jetzt quasi einfach das oberste Segment frei. Dann sehen wir, ob das unten mit Halter und so weiter alles hinhaut, ne? So würde ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich fädel die da drüber, so wie das mit der anderen Blume auch läuft. Dann setzen wir einmal hier oben den Ring auf, schrauben das Ganze fest und müssten jetzt oben quasi dann ein Segment haben, wo noch ein Einsatz dann fehlt. Aber das wäre dann eben nur die Frage zwischen 6 Segmenten und 7 Segmenten. Und das kriegt ihr dann ja auf jeden Fall hin, dass man einfach noch ein 7. Segment baut. So, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das habe ich nämlich selbst auch noch nicht ausprobiert. Genau, da ist schon die erste Frage, ob ich hier an diesem dicken Teil vorbeikomme. Schupp.
So, genau. Ich versuche mich da jetzt quasi wieder vorsichtig symmetrisch hochzuarbeiten und gleich auch schon darauf zu achten, dass ich hier unten irgendwie mittig sitze. So, so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt hole ich die nächste Ebene quasi einmal hoch. Die Frage ist hier unten, ob dieser Ausschnitt hier, ob das hier blockiert. Das muss ich jetzt aber selbst einfach ganz in Ruhe einmal rausfriemeln und mal gucken, ob ich da drüber komme. Ich habe es bis jetzt nur bei der kleinen Variante getestet für den 3D-Drucker. Die hat diese Verdickung in der Mitte nicht. Und ich will jetzt hier auch nichts kaputt machen. Wenn das jetzt aber nicht hinhaut, dann müsste ich euch einfach noch eine Variante hinmachen, wo ihr in der Mitte ein bisschen einen anderen Ausschnitt habt. Das muss ich jetzt einfach einmal ausprobieren. Ganz entspannt und vorsichtig und mit Ruhe. Experimente. Experimente. Bis hierhin sieht es gut aus. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo es als nächstes quasi hängt, wo es jetzt weitergehen würde. Und ob wir irgendwo ansitzen, wo wir nicht ansitzen wollen. Und wenn ja, wo? Das ist jetzt so ein bisschen die Zusatzherausforderung. Einmal hier hoch. Ich kann es gerade nicht so ganz sehen, sonst muss ich es einmal auf die Seite legen. Bis hier sieht es eigentlich gut aus, aber ab da will es nicht so ganz weitergehen. Wir drehen das mal um. Wir drehen das mal um. Ja, das ist gar nicht schlecht, dann sehe ich mehr. Aber dann sehe ich, glaube ich, auch schon, wo es hakt. Ach, das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Also, dann bräuchten wir da einen anderen Mittelausschnitt. Aber sagt mir bitte eins, da ist es gut, dass ich euch noch dabei habe. Ihr entscheidet euch sowieso vorher, richtig? Ihr entscheidet euch sowieso vorher, ob ihr das mit 6 oder 7 Segmenten umsetzen wollt, heißt freistehend oder hier am Schirm. Weil wenn ihr euch vorher entscheidet, dann könnte ich hier in der Mitte einen breiteren Ausschnitt reinmachen. Und den brauche ich, um hier über die breitere Nase drüber zu kommen. Für die Mini-Lampen-Variante ist es wurscht. Aber hier unten ist es dieses breitere Backenteil, an dem komme ich jetzt hier gerade noch nicht vorbei. Und ich will sie jetzt nicht mit Gewalt erzwingen, weil sonst mache ich hier die Blüte kaputt und das wäre Quatsch. Das wäre Quatsch. Also für euer Verständnis, Achtung, ich zeige es nochmal von der Seite. Ich habe den Ausschnitt hier, diesen hier, ja genauso gewählt, dass sich hier die Lampe reinsetzt. Problem daran ist jetzt aber, dass genau diese Kante stört, wenn ich hier über diesen Teil hier unten drunter drüber will. Dieser Teil hier, der ist quasi zu breit. Da komme ich jetzt nicht schön. Eigentlich, wenn man so von der Seite drauf schaut, sieht es so aus, als müsste man vorbeikommen. Aber ich komme nicht schön vorbei. Irgendwo hakt es dann doch immer, weil ich irgendwie hier an dieser Backe hängen bleibe. Und bei den anderen, bei den Sternen und den Blüten, ist es quasi hier einfach senkrecht aufgeschnitten. Da ist hier innen drin mehr Platz. Das heißt, ich kann euch durchaus eine Variante reinmachen, wo ihr hier mehr Platz habt. Dann müsst ihr euch aber vorher entscheiden. Ne? Also dann müsstet ihr quasi vorher sagen, ich mache die 7 Segmente für die hier Backenständer-Hänge-Variante. Dann ist hier in der Mitte ein größeres Loch. Oder ich setze es um für die Akkulampe. Dann ist diese Öffnung hier eigentlich funktionaler, weil ihr die ohne irgendeinen Zusatz benutzen könnt. Ich würde es zu gern jetzt da drüber kriegen, aber ich will es, wie gesagt, nicht kaputt machen. Also genau hier ist quasi Ende, hier sitze ich an. Aber es ist eigentlich gerade gut, dass ich das so sehe, weil ich glaube, da könnte tatsächlich wieder so ein Mittelding funktionieren. Ich überlege jetzt gerade. Wir könnten jetzt was ganz Fieses machen, das ich so auch noch nicht gemacht habe. Ich könnte jetzt das Messer ansetzen. Das würde aber auch wieder dauern. Wenn ich anfange, ihr wisst, wenn ich anfange im Stream an Sachen rumzuschneiden, dann wird es immer kriminell. Ein bisschen zumindest. Wir könnten gerade noch mal gucken, wie viele Haltepunkte die Birne wirklich braucht, um zu halten. Weil ich brauche nicht so viel mehr Platz. Ein bisschen mehr Platz würde schon reichen. Habe ich da oder gehört? Wie was oder? Ich
frage euch. Aber ihr wollt euch nicht so richtig festlegen. Dafür seid ihr doch hier, Mensch. Jetzt sagt auch mal was dazu. Ich brauche mal die Fernbedienung für diese Birne. Das ist mal Maßnahme Nummer 1. Fernbedienung für die Birne. Ist das eine, die funktioniert? Nein. Falsche Fernbedienung. Diese vielleicht? Ja, die geht. Sehr gut. Dann machen wir die mal ganz kurz aus. Off. Und gucken mal. Ja. Ihr müsst jetzt von oben mit drauf gucken, damit ihr das sehen könnt. So. Seht ihr das hier? Eigentlich sitzt die, na doch, sie sitzt unten dann doch auf der Kante. Also sie braucht diese Kante, dass sie gehalten wird. Und diese Nase, diese hier, ist das, was jetzt aktuell stört, um an diesem Halter vom Stab vorbeizukommen. Kann man nicht das Innen für die Stehlampe und Co. machen und einen Zusatz für den Lampeneinsatz wie bei den Sternen? Ich hole jetzt was und ihr sagt mir, wie wir es machen. Ihr seid im Endeffekt in charge. Ich habe jetzt wir haben alle mehrere Möglichkeiten. Wartet. Ich muss die Teile nur erst hier wieder aus meinen Schubladen zaubern. Gucken, wo ich die jeweils genau gelassen habe. So. Hier sind schon mal welche, die man benutzen kann, um zu erklären. Aber der eine mit Magnet, der fehlt. Aber ich glaube, den habe ich auch mit dem letzten Stern abgegeben. Guckt mal. Schwierige Entscheidungen. Also eigentlich wollte ich ja das genauso umsetzen, wie ihr es hier seht, nämlich dass ihr diese Akkulampe da innen drin habt. Ich kann euch da die Standardöffnung reinmachen. Ich hole den Stern, dann kann ich es euch noch mal besser zeigen. Hier seht ihr, wie diese Öffnung ursprünglich aussah. Da ist in der Mitte einfach viel Platz. So, jetzt machen wir hier die Blume noch mal auf, dass wir noch mal gemeinsam reingucken können. Hier, so. Und dann können wir die einfach einmal aufeinander legen, dann könnt ihr den Unterschied noch mal sehen. So, jetzt klappt es ja. So, schaut mal. Das hier ist der Ausschnitt, den man bei den Sternen hat. Das hier ist der Ausschnitt, den man bei der Blume hat. Und die Idee war eigentlich die, dass ihr quasi diese normale Scheibe jetzt hier in diese Vertiefung eben auch reinkriegt. Mit der Scheibe müsste es auch funktionieren. Das Problem bei dem anderen Teil war jetzt quasi diese zusätzliche Verdickung. Ja, mit der Scheibe funktioniert es auch. So. Jonna, weil du vorhin gefragt hast, kann man das Teil auch aufhängen. Also eigentlich ist diese Öffnung hier innen drinne vom Durchmesser her so, dass diese ganzen Teile, die wir für die XL-Fächerblume, für den XL-Stern schon entwickelt haben, dass die da passen. Das hatte ich quasi hier schon berücksichtigt und bedacht. Und jetzt kommt es aber, wenn man halt die Akkulampe hier direkt einsetzen können will, dann muss man in der Mitte die Öffnung quasi schmaler machen. Und diese schmalere Öffnung, haben wir jetzt ja gesehen, die passt nicht an diese Stehlampenvariante vorbei. So, seht ihr das von oben? Das ist jetzt quasi, so wäre das, so wird es dann auch aussehen, wenn die mit 7 Segmenten läuft. Ihr müsst euch ein weiteres Segment denken. Achtung, wir gucken auch nochmal von vorne, damit ihr auch seht, dass die dann hier natürlich an den Seiten auch stärker geöffnet ist, weil die einzelnen Segmente nicht so stark aufgefächert sind. Und da ist jetzt guter Rat teuer, was euch wichtiger ist. Also entweder die Variante so, wie sie ist, dann passt einfach die Akkulampe rein, oder es ist euch wichtiger, dass das mit allem Möglichen kompatibel ist, weil ihr die ganzen Erweiterungen für die 7er Varianten schon habt. Dann würde ich umbauen, so dass ihr einfach die Öffnung hier innen drinne eben eher mit mehr Platz habt, sage ich mal. Schaut, das sieht man es von der Seite nämlich nochmal, dass man hier komfortabler mit allen Erweiterungen kombinieren kann. Das hängt jetzt ein bisschen an euch, da brauche ich jetzt nochmal Rückmeldung. Auch von dir, Maren. Für dich habe ich das ja eigentlich extra so gebaut, dass die da ohne Erweiterung reinpasst.
Aber wir haben ja wirklich eigentlich für die 7er Variante sowohl schon eine Lichterkettenerweiterung als auch die Stehlampenerweiterung stehend. Diese Hängend-Variante wäre hier sowieso dann auch wieder mit drin gewesen, weil die 7 Segmente hängend hier theoretisch dran gehen müssten. Das probiere ich direkt auch aus, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Weil ich eben diesen Ausschnitt in der Mitte modifiziert habe, weil die Idee hier eigentlich die war, dass die Akkulampe ohne irgendwas da innen reingeht. Ihr versteht. Ihr versteht mich. So. Oder es müssen am Ende dann doch 2 Varianten sein. Ich weiß es auch nicht. Ich bin voll auf euren Rat angewiesen letzten Endes. Ich will gerade mal probieren, ob das hier zwischen reinpassen würde oder ob das auch nicht funktioniert. Es hängt halt total davon ab, sage ich mal, wie ihr beleuchten wollt. Ob ihr sagt, ihr wollt sowieso auf jeden Fall die Akkulampe reinmachen, dann ist die Variante hier eigentlich die coolste für euch, weil man dann keine zusätzlichen Einsätze in irgendeiner Form braucht. Und das alleine hat ja schon was für sich. Komm her. Das war jetzt hier quasi auch das Ziel. Sorry, ihr habt jetzt eine ganz komische Perspektive, ne? Immer mich zur Hälfte im Bild. Ich muss das jetzt hier einfach einmal durchprobieren. So. Und hier ist eben auch wieder dieser breite Teil. Das heißt, hier wäre die Frage, kriege ich das komplett innen rein? Ich öffne hier also nochmal und versuche einmal dieses Teil hier zwischen zu bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist eigentlich schon fast klar quasi, dass da nochmal Umbau angesagt ist. Das ist hier sehr knapp, das ist hier sehr eng. Ich teste es nochmal hier im Vergleich. Das ist ja sehr gut, dass wir das jetzt gerade nochmal durchspielen. Es reißt, ja, ich will nichts kaputt machen, genau. Gibt es auch kleinere Akkulampen oder welche? Welches ist die kleine Variante? Wir hatten doch verschiedene zum Sparen. Maren, bei der kleinen Variante, da wäre die Idee eigentlich, die hier mit zu kombinieren. Da ist ja diese mini kleine Birne drin, die aber so viel Power macht. Das funktioniert auf jeden Fall, weil man bei der 3D-Druck-Version halt einfach insgesamt, sage ich mal, zierlicher ist. Das würde funktionieren. Lasst mich hier gerade nochmal nachdenken, dass ich hier keinen Murks mache mit dem Stern. Das ist ein Geruschel. Ein Geruschel. So. Eigentlich war da auch immer die Intention, gell, oben anfangen. Wenn der nämlich oben erstmal einmal richtig sitzt, dann ist auch nach unten nicht mehr so viel Spannung drauf. Aber ich sehe das schon. Also wenn die ganzen Erweiterungen reinpassen sollen, dann braucht es eine breitere Öffnung. Und die breitere Öffnung stellt uns vor eine Zusatzherausforderung. Dann ist es nämlich mit den inneren Blütenlagen auch wieder schwieriger. Da muss ich erst mal gucken, ob ich die dann da reinkriege oder ob ich die dann nicht da reinkriege. So. Ja, genau. Jetzt passt es oben und dann fällt der Rest hier unten auch quasi von selbst zusammen. Aber man sieht es, wenn man hier oben reinschaut, sieht man es, glaube ich, dass man hier links und rechts einfach mehr Breite braucht, um über diese Standarderweiterung drüber zu kommen. Ach so, ja, sorry Maren. Guck mal, das hier ist schon die kleinere. Die größere, die ich am Anfang hatte, die war insgesamt, hatte die ein bisschen mehr Durchmesser, die war größer. Das Loch in der Mitte ist jetzt aber so gehalten, dass hier sowohl diese kleinere reinpasst, das ist die neuere, die ich verlinkt habe, als auch die ältere, größere. Ja. Ja, ich lese Heike schon. Wenn man alle Möglichkeiten hätte, wäre schon cool. Also, passt auf. Wir machen das jetzt wie folgt. Die Datei kommt heute definitiv nicht mehr in den Shop. Ich muss quasi selber nochmal durchgucken, ob ich das platztechnisch hinbekomme, das hier so weit zu öffnen, hier oben, hier, dass ich hier wirklich die normale Erweiterung vorbeikriege. Das ist genau hier der Bereich, wo man mehr Platz bräuchte. Ich meine, die Variante mit der Akkulampe funktioniert schon so, wie sie ist. Das funktioniert, das habt ihr ja gesehen. Darüber war ich auch sehr glücklich. Ich baue es jetzt auch gleich nochmal ein, damit ich am Ende mein Erfolgserlebnis nochmal präsent habe. Und dann grübel ich, wie ich das hinkriege, ob ich euch das so öffnen kann, dass ihr das als 7er Variante mit diesen anderen Erweiterungen auch kombinieren könnt.
Gebaut war es eigentlich, ich glaube, das ist klar geworden, als 6er-Variante. So wie sich die Maren gewünscht hat, für die Akkulampe, freistehend. Aber die Idee, das hier auf diese kleine Stehlampe zu setzen, die kam gestern einfach automatisch, weil ich dachte, guck mal, das wäre doch jetzt für die Sommervariante oder Ganzjahresblumenvariante auch super nett. Und ja, das zieht dann schon wieder 1000 andere Sachen nach sich. Ich lese schon, Sabine schreibt, ihr ist es zu viel für eine Blume. Das alle Möglichkeiten sozusagen, Sabine. Und einfach den Ausschnitt etwas vergrößern. Nee, es ist nicht viel. Maren, was genau soll ich dir messen? Ich messe, was du gemessen haben willst. Du würdest gerne kleiner. Wie groß soll deine fertige Blume sein? Du hättest die insgesamt gerne kleiner. Die Jonna schreibt schon, und die Blume letztes Jahr hat auch eine extra Halterung bekommen, weil es nicht kompatibel war. Ja, man muss manchmal halt einfach gucken. Also hier meine Zielvorgabe war eben eigentlich nicht die, dass es an alle anderen Erweiterungen auch passen muss. Es wäre toll, wenn das jetzt auch noch passt. Aber eigentlich war die Zielvorgabe Akkulampe rein ohne alles. Genau. Ja, Maren wollte Akkulampe. Maren, wie klein würdest du die Blume gerne umsetzen wollen? Tatsächlich ginge es kleiner. Es ginge eine ganze Kante kleiner. Also eigentlich war die entwickelt 25% kleiner, als sie jetzt ist. Ich habe sie auf 125% groß skaliert. Wenn man sie runterskalieren müsste, sind es 80%, wenn ich jetzt richtig rechne. Dann müsste ich das Innenleben aber anpassen. Ich habe sie bewusst größer gemacht, weil ich dachte, dann geht es mit den ganzen anderen Teilen drumherum auch. Wenn du sie aber tatsächlich eigentlich eine Nummer kleiner haben willst, muss ich das nur wissen. Ging mit der Lampe trotzdem kleiner. Du musst mir sagen, wie klein du sie gerne hättest. Es geht kleiner. Ich kann das Innenleben anpassen. Ob ich die nochmal nebeneinander stellen kann, natürlich. Guckt mal, ich bin ja sowieso noch hier. Schaut mal. Das ist die große Variante. Und die kleine stecke ich jetzt gerade mal zusammen. Dann nehme ich einfach die Büroklammer dafür. Das kann ich vielleicht auch noch mal zeigen. Wartet, können wir kurz zusammen machen. Dass wir noch mal mit der Büroklammer von der Seite schauen. Ist relativ simpel. Ich habe hier jetzt keine Magnete drin, das war der Prototyp. Man kann aber hier oben quasi beim ersten und letzten Segment mittig eine Büroklammer setzen. Die muss man sich halt einfach so ein bisschen zurechtschieben. Man könnte sie auch hier rechts und links setzen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, wo man sie hinmacht, damit es hält. Und ich mag das dann immer, wenn ich hier vorne das auch noch ein bisschen zumachen kann. Das heißt, ich setze mir dann immer noch eine, die ich schon hier seitlich drauf setze und dann einfach von der Seite hier schupp, hinten dran schiebe und dann verschwindet die eigentlich ganz gut. Und auf der Rückseite mache ich das Gleiche. Also eigentlich ein bisschen die gleiche Grundidee wie bei den Magneten. Man sichert einmal hier quasi die Lage oben ab und die Büroklammern haben ja so ein bisschen eine längere Haltelänge. Die kann man hier wunderbar dann einfach hinter diese Blütenlage von der Seite dahinter schieben. Und ich stelle es euch jetzt von vorne nochmal hin. Der Größenunterschied ist signifikant. Das sind jetzt, wenn man es rechnen würde, von hier nach hier 40%. Wenn das die 100% Ausgangsgröße wäre, dann sind das hier 40. So, und ihr dürft jetzt sagen, eher groß, eher klein oder ihr hättet gern was mittendrin. Dann bitte kleiner, so wie es noch mit der Akkulampe geht. Okay. Der Rest auch lieber kleiner. Dann mache ich eine kleinere Variante, die Akkulampe only ist, und die große Variante, der würde ich versuchen, die größeren Ausschnitte zu geben. Es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das einfach nur der Versuch war. Ich habe die nur deshalb so groß gemacht, weil ich dachte, dann geht es mit diesen anderen Erweiterungen auch. Wenn es aber wegen dem Einsatz eh nicht funktioniert, dann kann man den Spieß auch wieder umdrehen. Die kleine ist charmanter, ja klar, die ist halt winzig. Also ist halt die Frage.
Ich sehe schon, ich muss noch eine basteln. Ich komme nicht drum rum, aber ihr seht, wie lange es immer dauert, bis so eine zusammengeklebt ist. Also geklärt ist, dass die 8 mm Magnete auf jeden Fall funktionieren. Ich muss nicht noch eine Magnetvariante bauen. Ich nehme alles. Okay, Maren. Dann, dann ist gut. Wie machen wir das? Ich gehe an die Datei nochmal ran. Es ist witzig, weil diese Größenänderungen, die habe ich gestern eigentlich extra gemacht, weil ich dachte, dann seid ihr glücklich, so groß wie möglich, auf A4 ist gut. Aber ich glaube, dann gehen wir vielleicht wirklich den Weg, dass ich sage, ich versuche euch die große, so gut wie es geht, komplett kompatibel mit den kompletten 7er Teilen zu machen. Ich muss gucken, ob es hinhaut, wegen den Klebelaschen in der Mitte. Ich muss schauen. Ich sage euch Bescheid. Ob man auf die kleine kann man runter skalieren, könnte man wahrscheinlich. Ich habe natürlich quasi die kleine separat exportiert, weil ich dann gleich lange Faltlinien habe. Wenn ihr die kleine aber als Extragröße quasi fertig exportiert haben wollt, kann ich danach auch nochmal gucken. Bei der kleinen ist das einzige Manko, oder was heißt Manko? Ich habe kurz überlegt, ob man die auch beleuchtet bekommt in irgendeiner Form, ob man in die ein separates Lichtchen reinkriegt. Und das Einzige, was vielleicht funktionieren würde, was ich jetzt hier aber nicht zur Hand habe, sind diese kleinen LEDs, die wir auch schon benutzt haben, um die einzelnen Kugeln zu beleuchten, weil hier eben der Durchmesser in der Mitte relativ klein ist. Das heißt, eine Einzelbeleuchtung zum Einsetzen müsste ich nochmal durch meine Kiste wühlen, was da reingehen würde. Ja, ich habe euch arg verwöhnt, ja. Janas Monk spielt gerade Rumpelstilzchen. Warum, Jana? Du darfst Wünsche äußern. Nicht Rumpelstilzchen. Groß für zu Hause und klein für einen Camper. Okay. Okay. Also, so klein wie möglich, aber so, dass die Akkulampe noch reinpasst, Maren, ist deine Vorgabe. Dann gucke ich mir das nochmal an. Genau, und der kleine, der 3D-Druckständer funktioniert dafür. Das sage ich jetzt hier so ganz platt. Das können wir gerade auch nochmal ausprobieren. Wartet, wo habe ich den... Die Frage ist, wo habe ich den Schraubring? Hier. Ist eh schon spät, soll es ruhig noch später werden. Schraubring dran. Ich mache hier die Seite nochmal auf. Wahrscheinlich baue ich die kleine dann vielleicht sogar hierfür um und setze die da wirklich drauf, weil ich die eh nicht gerne unbeleuchtet rumstehen haben will. Und ich habe ja hier keine Magnetverschlüsse eingebaut. Das heißt, ich könnte einfach noch ein 7. Segment anhängen. So. Und hier seht ihr nämlich, auch wenn ich die jetzt von unten einbauen würde, hier habe ich diese Problematik nicht, weil ich da nicht diese Verstärkung, quasi diese Zusatzdicke links und rechts brauche, sondern einfach nur den flachen Ring habe. Und der flache Ring ist da halt einfach echt nachgiebiger, was den Einbau hier angeht. Das heißt, ich behaupte, und wir verifizieren das jetzt auch, dass ich hier durchkomme. Und wenn nicht, dann wissen wir es jetzt gleich. Und es ist gut, dass wir es einmal wirklich komplett durchgespielt haben. Ja, es ist ein bisschen stramm. Ich muss einmal an dieser Halterung quasi vorbei. Machen wir auch hier nochmal so, dass ihr es alle seht. Zack, einmal drauf, einmal Halterung drauf, einmal festschrauben. So geht es ja dann eigentlich. Gleiches Prinzip wie bei der großen. So, und jetzt hier einmal von unten einhängen. Und da ist es wirklich so, dass ich eben auch einmal an dieser unteren Lampenhalterung vorbei muss. Oh, das ist mir aber jetzt hier auch schon fast wieder zu stramm. Also das spricht alles dafür, dass ich das in der Mitte nochmal so ein bisschen weiter öffne, damit eben genau das hier leichter geht. Und dann gibt es einfach eine separate Variante für die Akkulampe und fertig. Und eine, die offen ist, sodass wir da mit den ganzen anderen Formen durchkommen. Ja, das ist mir sonst zu riskant. Ich habe hier auch wieder Angst, dass ich es kaputt mache. So gut, dass wir das gemeinsam ausprobieren. Ich habe es nämlich nur von oben ausprobiert und gedacht, ja, da fehlt ja dann nur noch dieses eine Segment. Und hätte das nicht für so problematisch gehalten. Und ich behaupte auch immer noch, wenn ich das jetzt hier mit genug Geduld mache, komme ich da irgendwie vorbei. Das ist, wie die Annika schreibt, es fehlt nicht viel. Das muss dann nur einmal wirklich drüber rutschen und dann passt es auch. Aber man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass man dem Ding mehr Gewalt antut, als man das eigentlich gewohnt ist bei meinen Projekten. Bei meinen Projekten passt doch immer eigentlich alles so gut, dass man da nicht so viel... Nee, das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal aufmachen, es hilft nichts.
Ja, der Christian schreibt schon, alternativ statt des Papierhalters für die große Lampe ein 3D-Druckhalter schmaler. Ja, Christian, kann man tatsächlich drüber nachdenken, aber selbst hier habe ich nur dieses schmale Teil hier unten und es ist wirklich die Kante hier, die das Problem macht, an der ich nicht gut vorbeikomme. Also ihr seht jetzt, wenn ich jetzt hier das einzeln in der Hand habe, habt ihr das gesehen, dann geht's. Achso, ihr seht mich immer noch von vorne, ihr seht gar nichts. Ha, schimpft doch mit mir. Auf falsche Taste. Jetzt. Guckt. Also wenn ich es jetzt wirklich nur so in der Hand habe, dann kriege ich das schon hin. Ich öffne es. So, und stecke das hier rein. Das geht schon. Und dann kann ich den Rest hier rumklappen. Und ich käme sogar so rum. Schaut mal. Ist zwar nicht ganz so komfortabel, wie ich das sonst immer habe, weil ich meine Einrastung nicht nutzen kann. Aber irgendwie macht mich das noch nicht glücklich. Weil dieses extreme Aufspannen hier unten, das musst du dann an der Lampe erstmal machen. Und es ist, hier sieht man es schon, es ist schon knapp. Also man müsste es wirklich ganz aufmachen, komplett. Ja, und dann geht es gerade so durch. Also es geht, aber es geht mir irgendwie ein bisschen zu schwer. Es ist nicht so komfortabel, wie ich das sonst bei meinen Projekten gewohnt bin. Ah, ich soll das Papier zeigen, damit du bestellen kannst. Mache ich. Ich hole es gleich nochmal ran, okay? Lass mich noch einen letzten Versuch hier machen, weil mich das gerade fuchst. Das fuchst mich gerade. Ja, guck, zack, jetzt geht's auch. Gerade wenn man beschlossen hat, dass es nicht geht, dann geht's doch. Zack. Also es wird theoretisch sogar jetzt schon funktionieren und es geht auch mit 6 Teilen, witzigerweise. Dann juckt es mich jetzt natürlich fast in den Fingern, auch bei der Papierlampe es nochmal zu versuchen. Aber ihr kennt mich, ich mag das halt auch nicht. Ich mag meinen Projekten nicht, ich mag das nicht, wenn ich da zu sehr dran ziehen muss. So. Also, ich hole das Papier. Ich verlinke euch das aber auch nochmal auf der Webseite. Das habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Das muss auch nicht genau das sein. Das ist halt jetzt einfach das, was ich noch da hatte und was ich benutzt habe. Die Tiefe der großen Blume, oh, die ist schon tief wegen der Fensterbank. Ich habe hier sehr, sehr schmale Fensterbänke, die würde so auf meine schmale Fensterbank nicht passen. Die würde nur unten bei uns im Wohnzimmer auf die breite Fensterbank passen. Ich kann sie dir mal messen. Warte, kannst von vorne auch noch mal drauf gucken. Die ist schon tief. Also die Standfläche, die sie braucht, ist nicht so tief, die ist relativ schmal. Aufstehen tut sie ungefähr im Abstand von weniger als 8 cm, aber du brauchst ja trotzdem die zusätzliche Breite hier oben. Und das sind fast 20. Also du brauchst eine tiefe Fensterbank, sonst haut es nicht hin. Ja, ja, Annika, es ist nicht viel. Es fehlt nur ein Stück. Es ist nicht viel. Ich frage mich auch wirklich, ob ich mich das jetzt hier einfach nochmal getrauen soll. Ich hatte gerade einfach nur zu viel Angst, glaube ich, dass ich was kaputt mache. Ist ja immer schade, sage ich mal, für die viele Arbeit, die man sich da gemacht hat. Aber es ist gut, dass wir einfach nochmal drüber gesprochen haben, Maren, dass du auch die Gelegenheit hattest, nochmal zu sagen, sage ich mal, wenn es noch kleiner geht, ist für dich auch fein. Das ist ja für mich als Info auch schon gut. Eigentlich ist es hier nicht so viel breiter, deshalb bin ich gerade so ein bisschen... Ich bastel nochmal. Wundert euch nicht, dass ich jetzt unter dem Tisch verschwinde. Der Halter steht jetzt vor meinen Füßen, weil ich einfach denke, dass ich so besser drankomme. Ich bin gleich wieder bei euch. Miriam unter dem Tisch. Ihr sitzt bestimmt zu Hause und lacht euch kringelig über mich. Ja. Eigentlich sind die ziemlich gleich dimensioniert, dieses 3D-Druckteil und das Papierteil. Ich habe ja das 3D-Druckteil aus dem Papierteil entwickelt. Deshalb juckt mich das quasi gerade in den Fingern. Ja, nee. Aber es ist gut für mich selbst, es gerade auszuprobieren, es nochmal aus der Perspektive zu sehen. Ich hebe es euch auch nochmal hoch. Daran sieht man es schon, dass es hier wirklich solide drauf sitzt. Und es ist nicht viel, ja genau, was fehlt. Aber ich habe es doch geschafft, jetzt die Blume kaputt zu machen. Genau, jetzt mit Hebelwirkung habe ich noch schnell die Blume am Ende des Streams gesprengt. Ich sag's euch. Also gut. Ihr habt trotzdem den Grundzusammenbau gesehen. Maren, ich mache das Ganze wieder die eine Größe kleiner. Da in der Mitte ist es jetzt kaputt. Ist es traurig.
Und macht das Loch in der Mitte größer, Punkt, damit es euch nicht auch so geht. Ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, das sind alles Learnings. Mir hat es einfach Spaß gemacht, mit euch zu basteln. Ich habe ganz viel rausgefunden. Die Magnete halten, das hat ja auch schon quasi viel zu sagen. Das hat besser funktioniert, als ich befürchtet habe, weil ich eben dachte, das muss ja wirklich diese Spannung von den 6 Segmenten auch aushalten. Und das tut es wirklich besser, sage ich mal, als gedacht. Ja, und der Riss ist auch kein Weltuntergang tatsächlich. Ist natürlich jetzt ärgerlich, weil man weiß es, das kennt ihr bestimmt auch, man weiß, dass er da ist. Und das alleine reicht schon, um einen aufzuregen. Aber es ist alles halb so schlimm. Und deshalb teste ich immer alles auf Herz und Nieren. Lieber geht es mir so, als dass es euch am Ende so geht. Weil man dachte in der Theorie, dass es funktionieren müsste. Ja, guckt mal, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich mache es nochmal an. Ich habe ja gesagt, ich freue mich jetzt am Ende nochmal offiziell und das tue ich auch trotzdem. Hier quasi genau mittendrin habe ich mir so einen kleinen Riss jetzt zugezogen. Aber überhaupt nicht so tragisch, dass ich deshalb jetzt die Blume nicht mehr benutzen könnte. Die Maren schreibt schon schön, wenn am Ende alle die Blume schön finden und nicht nur du. Ja, Maren, das finde ich auch schön. Das wäre sehr unwirtschaftlich, wenn am Ende die Blume nur für dich gut wäre und sonst für keinen. Dann hätte ich das Ziel quasi so ein bisschen verfehlt. Wenn sich nichts ändert, sage ich mal, Maren, außer der Größe, ich schreibe euch natürlich die finalen Maße nachher auch dann in den Shop, dann braucht ihr auch nicht nochmal weitere Instructions, oder? Der Zusammenbau bleibt im Endeffekt so. Ob der Ausschnitt innen drin, sage ich mal, geringfügig anders aussieht, spielt ja für den Ablauf keine Rolle. Insofern sollte es eigentlich ja passen, wenn ich jetzt anpasse. Ich muss dann in Gottes Namen halt nochmal schneiden oder zumindest rechnen. Ihr kennt mich, ich packe es euch nur in den Shop, wenn ich sicher bin, dass es funktioniert. Ach, der Riss war schon nach der ersten Testung. Na dann, Heike, dann ist halb so schlimm. Ich mache mich da überhaupt nicht verrückt. Das machen wir ganz auf entspannt. Ich bin trotzdem glücklich. Es hat viel besser geklappt oder ich habe das rausfinden können, was ich irgendwie rausfinden wollte. Ne? Magnete funktioniert, Spannung funktioniert. Ich mag das hier tatsächlich auch und das war das eigentliche Ziel. Das darf man dabei immer nicht aus den Augen verlieren. Ich habe natürlich, versuche ich dann immer, wenn es sich irgendwo anbietet und es irgendwie funktioniert, die anderen Nutzungsmöglichkeiten noch mit abzudecken, aber die eigentliche Zielvorgabe, die Maren gesetzt hat, finde ich, habe ich sehr gut erfüllt. Nämlich ein eigenständiges Projekt, eine Blume, die frei stehen kann, die man platzsparend zusammenklappen kann, in die man die Akkulampe einsetzen kann. Und ich bin sehr glücklich eigentlich, das war ja der Plan bei diesem Ding, war, dass es eben durch die Spannung, die die Segmente selbst erzeugen, wirklich frei steht. Und guckt mal, wie schön das klappt. Seht ihr das, dass da wenig... Ne, hier passiert nicht viel, wenn ich hier irgendwie drücke oder ziehe. Da ist nicht viel Spiel in den Segmenten. Es ist genauso viel, dass es richtig schön sauber steht. Es ist trotzdem nicht so viel, dass die Magnete das nicht schaffen, die Spannung zu halten. Also ich habe im Großen und Ganzen, finde ich, meine Aufgabe ziemlich gut, ziemlich gut erfüllt. Genau, Christian macht nochmal Werbung. Daumen hoch fürs YouTube-Video und auf jeden Fall fürs Bastelwochenende anmelden, wer noch nicht dabei ist. Muss an der Stelle auch nochmal gesagt sein. Ich muss das Licht nochmal ausmachen. Ich muss mich nochmal offiziell selber freuen. Wartet, wir machen mal, geht es noch heller? Noch mehr Licht. Ich hätte gerne richtig helles Licht. Nee, ich glaube, das ist hier Maximum. Kannst du auch normales Licht? Jetzt stehe ich hier im Dunkeln und versuche zu entziffern, was mir diese Knöpfe wohl sagen. Ja, also blau ist jetzt nicht so meine Farbe, aber es leuchtet eindeutig heller als gerade. Irgendwo kann es doch auch einfach normales weißes Licht. Ihr wisst es bestimmt besser eigentlich als ich. Ne? Blau. So. Also ich würde sagen, meine eigentliche Zielmission habe ich sehr gut umgesetzt. Ha. Und,
Ob mir das quasi gelingt mit der breiteren Kompatibilität, schreibe ich euch auf jeden Fall natürlich dann auch in den Shop. Oder ich sage nochmal, ich mache nochmal ein kurzes, schnelles Reel oder irgendwas, wenn das Ding in den Shop wandert. Es war ein schöner Abend mit mir, das freut mich. Ihr habt heute wahrscheinlich viel über mich gelacht. Erst habe ich mein Bastelzimmer unter Wasser gesetzt. Dann habe ich mich viel zu sehr darüber gefreut, dass der eigentliche Plan quasi aufgegangen ist. Aber so bin ich halt. Das kennt ihr ja inzwischen von mir. Und ja, jetzt habt ihr eigentlich ganz viel rund um das Projekt gesehen. Ihr seht es mir nach, was wir heute nicht mehr machen. Es ist nämlich schon spät. Es ist schon wieder 20 vor 11. Wir gucken heute keine Kundenfotos mehr. Das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Nehmen wir das einfach wieder mit. Ich hoffe, das ist okay für euch. Es flattert jetzt ja auch täglich quasi was in die täglichen Inspirationen rein. Ich schicke euch einfach ins Wochenende. Wie gesagt, ich habe am Sonntag Geburtstag. Wir feiern morgen auf Sonntag in den Geburtstag rein. Das heißt, erwartet jetzt am Wochenende nicht zu viel von mir. Maren, du musst jetzt noch einen kleinen Moment Geduld haben. Alle anderen bitte auch. Ich weiß, ihr seid nachsichtig mit mir, weil ich da jetzt noch mal ran will. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn alles jetzt nach diesem Stream klipp und klar wäre und ich nur die Datei noch in den Shop schieben muss, dann wäre es fein. Ich will da aber noch mal ran. Ich will noch mal rechnen, ich will noch mal gucken, ob ich es mit der Kompatibilität für alles hinbekomme oder auch nicht. Das heißt, ihr müsst mir einfach noch so ein bisschen Zeit geben. Es wird dann einfach Anfang Mitte nächster Woche, so vom Plan her. Aber die Blume kommt. Ihr könnt euch hoffentlich schon drauf freuen. Und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Genießt es. Bastelt auch ein bisschen. Wenn ihr bastelt, denkt dran, macht mir ein Foto. Auch wenn wir heute keine Fotos geguckt haben. Das nächste Mal gucken wir auf jeden Fall wieder. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns nächste Woche, 20 Uhr, zu. Wir gucken dann mal, was mir wieder Verrücktes einfällt. Wahrscheinlich einem nicht ganz so abgefahrenen Abend, nicht ganz so vielen Experimenten. Ganz entspannt Fotos gucken und so ein bisschen wieder aus dem Nähkästchen plaudern, was ich die Woche über so getrieben habe. Ein wunderbares Wochenende, ihr Lieben. Danke für eure Geduld und bis nächste Woche. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und